Okay, Dave, we are working an issue now in the countdown, so as long as you're here with us, you have background on this kind of thing. So can you tell us exactly what it is they're talking about? Yeah, George, I don't want to be the bearer of poor news, but there is a problem with the vehicle that we're examining right now. It's called a low-level fuel cutoff, LH2 low-level cutoff sensor. There's 4 of them on the vehicle. And if we really don't want the engine to be running at high speed and then suddenly run out of fuel, that can lead to a devastating breakdown of the engine, even uncontained failure of the engine if that should happen. Therefore, we have 4 sensors on the vehicle, and it requires 2 of those to detect a low-level fuel in order to cut off the engines early before they would run out. And this is only comes into play in special conditions on the asset, not a nominal asset, so it's essentially a backup for a backup situation. But the flight directors here and the launch control directors are discussing this issue right now, and this could lead to the scrub of this launch, I'm sorry to say, for today, for further testing, but we'll have to listen in and see where they go with this. It looks like the weather's starting to come together for us. The vehicle, the eco sensors, for some reason did not behave today, and so we're going to have to scrub this launch attempt. So once we develop our scrub turnaround plan for you, obviously we'll get that back to you. So appreciate all we've been through together, but this one is not going to result in a launch attempt today. Well, you heard it there, George, from our orbiter test conductor. He's not comfortable with the launch. Yeah, that actually came from our launch director, Mike. Our launch director, Mike. So that means that we'll have to wait and see how long this is going to take to resolve. And I guess the crew will now get off and go back to the crew quarters while we work to decide what it's going to take to get us back into a situation where we have the ability to fully monitor then what the tank status is. That's right. Even though the odds of needing this sensor are low, very low, in the proper spirit of safety to any really feasible or projectable failure, we want a full system. Certainly at the point of launch. We're standing by your call, and as soon as we get the official green light from you, we're going to start unbuttoning everybody. Copy, stand by. Let's listen in. And ask OTC. Go ahead, sir. You have a go to unstrap. Copy that. We'll push that in work. Copy. So unstrapping of the crew will begin. We've had to do this several times before. This is not a unique situation. It's a very controlled situation. There are long faces here in the control center and around the site. Everybody was so looking forward to flying today. But we have to be careful with our emotions in that case and do what's exactly right technically. And this testifies to the new culture, and really the old culture would have done the same thing. So this is the right thing to do. Well, at this point, I guess we have to wait till the mission management team can get a full handle on what's going to be required to resolve the problem and turn us around to get us back into another launch posture. We don't know yet how long the delay will be. We just know that we will not be able to fly today. That's true, and it would be early to speculate further on that. There is certainly potential of quickly turning around. I did listen in on another loop with the launch directors, and it appears that we will have to at least detank, empty the external fuel tanks to properly troubleshoot this problem.
mehrere Wochen. Wenn es mehrere Wochen dauert, das wäre sicherlich negativ für die Raumfahrt. Wie viel Zeit haben die Europäer denn noch? Man ist ja schon darauf angewiesen, dass das Shuttle auch fliegt, gerade im Hinblick auf das europäische Projekt der ISS. Ja, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nicht mehrere Wochen. Es ist wahrscheinlich nur einige Tage, das weiß ich nicht. Aber wir haben noch große Chancen, dass wir in diesem Fenster bis Ende Juli noch starten können. Und dann eben auch feststellen können, ob die Technik noch zuverlässig ist, oder kann man nicht jetzt sagen, das Shuttle ist über 20 Jahre alt, es muss dringend ein neues Trägersystem her? Ich würde nicht sagen, es wurde beschlossen, den Shuttle wieder in den Weltraum zu bringen und das wird passieren. Und wie viele Flüge man haben wird bis 2010, wenn das Shuttle auf die Seite genommen wird, das weiß ich nicht. Aber es gibt sicher noch mehrere Shuttle-Flüge und diese Flüge werden den Bau der Raumstation unterstützen, inklusive natürlich der Installation des Columbus-Moduls und japanischen Moduls in der Raumstation. Der Start ist abgesagt worden wegen eines Problems an den Sensoren der Triebwerke. Die Enttäuschung, sagten Sie, bei der Besatzung ist sicherlich sehr tief. Wie tief ist die Enttäuschung bei den Europäern, die ja doch diesem Start entgegengefiebert haben? Ja, also wir haben noch volle Hoffnung als Europäer, dass der Start von September mit Thomas Reiter stattfinden wird. Also wie ich gesagt habe, wir hoffen, dass es nur einige Tage dauert, dass wir immer noch in diesem Fenster starten können. In diesem Fall kann der nächste Flug auch während des September Startfenster starten und dann ist das für Europäer nur ein kleines Problem. Thomas Reiter ist der deutsche Astronaut, der sich zurzeit in Moskau befindet, trainiert wird, darauf vorbereitet wird auf einen Langzeitaufenthalt in der internationalen Raumstation. Das soll er machen. Und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt. Der Erfolg der internationalen Raumstation hängt ja eigentlich auch sehr stark mit dem Funktionieren der Discovery ab. Das ist klar, oder die ganze Shuttle-Flotte, würde ich sagen. Und ich bin absolut überzeugt, dass man diese Probleme lösen wird und dass das Shuttle-Programm wieder ein Erfolg sein wird für den Weiterbau der Raumstation. Ich bin überzeugt. Wir haben ein Problem gehabt heute, aber wir werden das fixieren, reparieren und wir werden gehen in einige Tage, wir hoffen. Und ich bin überzeugt, alles wird gut gehen. Gut, die Hoffnung haben wir dann mit Ihnen auch. Hoffen wir, dass es gut gehen wird. Hoffen wir, dass in wenigen Tagen der Start der Discovery dann endgültig erfolgen kann. Wann es so genau soweit sein wird, können wir nicht sagen, denn es ist noch nicht ganz klar, was jetzt die Hauptgründe für den Abbruch des Startes waren. Es heißt, es seien Sensoren gewesen, Sensoren an den Tanks, an den Triebwerken, die dafür sorgen, dass die Motoren, dass die Triebwerke genügend Treibstoff bekommen. Und dort gibt es ein Problem. Und deswegen ist dieser Start erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, Carsten Lüb von der ESA hier in Köln. Vielen herzlichen Dank erst einmal für dieses Gespräch, für diese Hintergrundinformationen. Wir haben weiterhin das Live-Bild aus Cape Canaveral hier anliegen. Wir haben gesehen, wie zumindest ein großer Teil der Crew schon mal dieses Space Shuttle wieder verlässt, wieder runter muss von der Rampe und wieder zurück in das Gebäude muss. Wir fassen das alles noch einmal ganz kurz zusammen. Heute Abend um 21:51 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollte eigentlich von Cape Canaveral aus die Discovery ins All fliegen mit einem Versorgungsflug. Daraus wird nichts. Dieser Start ist abgesagt worden. Abgesagt heißt in dem Fall allerdings verschoben. Bis wann weiß man im Augenblick noch nicht. Die offizielle Begründung ist nicht das Wetter, obwohl Wolken offensichtlich über Cape Canaveral hergezogen waren und es schon am Nachmittag hieß, dass es nur eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Startes gäbe. Offizielle Begründung im Augenblick ist ein defekter Treibstoffsensor. Also da gilt es nachzufragen. Es hat am Nachmittag schon mehrfach Defekte gegeben und das wird sich sicherlich in den nächsten Stunden rauskristallisieren. Also ein weiterer Defekt, der behoben werden muss. Und telefonisch jetzt aus Cape Canaveral ist unsere Reporterin Gesa Ebert zugeschaltet. Gesa, was weiß man denn bei Ihnen? Ja, im Grunde das, was Sie auch eben gesagt haben. Hier wird darüber gesprochen, dass es sich vor allem um diesen Treibstoffsensor handelt im Außentank. Der ist angeblich für den Durchfluss des Treibstoffgemisches zuständig. Das heißt, er regelt diesen Durchfluss. Und solange das natürlich nicht funktioniert, kann natürlich keine Maschine starten, das ist klar. Bislang aber sind auch das die einzigen Spekulationen, die wir hier bekommen. Eine Pressekonferenz ist angekündigt für die nächste 15 bis 20 Minuten, schätze ich ungefähr. Ansonsten sind wir alle relativ angespannt und warten jetzt ab, was die Techniker uns mitteilen, denn was ich weiß, ist, dass die Astronauten vor ungefähr 2 Stunden das Shuttle bzw. den Orbiter bestiegen haben.
die Tanks gefüllt sind und es hieß, alle sind bereit und alle freuen sich, aber dass dieser Zwischenfall jetzt da ist, könnte eben bedeuten, eben nicht nur, dass der Flug jetzt verschoben wird, sondern wir müssen alles weitere abwarten. Jetzt steht es erstmal wieder in den Sternen, was passiert. Kurze Frage, es wird natürlich jetzt schon gemutmaßt und darüber spekuliert, in welcher Art und Weise es einen neuen Versuch geben wird, wann im Zweifelsfall doch ein solcher Start erforderlich oder möglich ist, denn letztendlich drängt die Zeit ja auch, man muss da hoch. Es gibt ja ein Zeitfenster, da hat jemand von NASA TV bereits gesagt, es gebe einen neuen Startversuch am Donnerstag. Ich vermute, das können Sie noch nicht bestätigen. Bestätigen kann ich noch nichts, aber ich habe das Gleiche gehört, dass angeblich morgen, wenn überhaupt der Flug verschoben werden sollte, er im Zeitfenster morgen um 15:25 Uhr stattfinden soll, Ortszeit, was deutsche Zeit 21:25 Uhr wäre. Aber auch das sind im Moment noch Spekulationen und natürlich will sich niemand von der NASA bislang äußern, solange keine Pressekonferenz hier stattgefunden hat. Denn ansonsten ist klar, bei diesen Tausenden von Journalisten, die hier angereist sind, will man natürlich vermeiden, dass irgendwelche falschen Fakten rausgegeben werden. Und so warten wir jetzt mal ab und wollen uns wieder äußern, sobald wir mehr von der Pressekonferenz wissen. Erzählen Sie mir bitte mal ein bisschen was zur Stimmung. Ist man sehr enttäuscht in Cape Canaveral? Denn ich vermute, die Erwartungen waren sehr groß, die Nervosität war auch groß aufgrund des Unglücks vor 2 Jahren. Wie war die Stimmung, wie ist sie jetzt? Die Stimmung ist extrem angespannt. Jeder versucht zwar hier ruhig zu sein, ich sag mal so, jeder ist hier so derart nervös, versucht es aber souverän zu überspielen. Ruhe vor dem Sturm könnte man das auch nennen. Natürlich weiß jeder, was da für ein Druck dahinter steckt. Die NASA hat das entscheidende Jahr jetzt hier vor sich, beziehungsweise wir sind mitten im entscheidenden Jahr und seit dem Absturz der Columbia natürlich wissen alle, dass die NASA jetzt zeigen muss, was sie kann. Geht es mit der US-Raumfahrt oder bleibt es auf der Strecke? Von daher ist das jetzt ein ganz entscheidender Tag und entsprechend wird hier jeder lügen, der sagt, er hat jetzt heute irgendwie die Ruhe weg und steht hier und wartet in Ruhe ab, was passiert. Das ist ja eine ganz wichtige Mission. Sie haben es auch gesagt, die Erwartungen sind relativ groß. Könnte es sein, dass man im Zweifelsfall ein wenig übervorsichtig ist oder ist das durchaus alles tatsächlich angebracht? Man kann diese Schäden, von denen auch am Nachmittag war, immer relativ schlecht einordnen. Was bedeutet das immer alles? Wie schwierig wäre das denn tatsächlich bei einer solchen Mission? Wie muss man das einordnen? Naja, wenn man dem NASA-Direktor Michael Griffin glaubt, dann ist das ja angeblich der problemloseste Flug aller Zeiten, weil ja alle Probleme angeblich behoben wurden, die seit dem Absturz der Columbia aufgetreten waren, beziehungsweise zu dem Unfall damals führten. Aber für diese Haltung wird er ja jetzt schon lange kritisiert, weil er ja angeblich sich viel zu selbstbewusst zeigt, laut einer unabhängigen Kommission, die seit diesem Absturz der Columbia gebildet wurde und die ihm ja mindestens 15 Sicherheitsempfehlungen an die Hand gaben, von denen er allerdings mit seinem Team anscheinend nur 12 erfüllt hat. Sprich, 15 Fehler wurden festgestellt, die angeblich behoben werden sollten, bis zu diesem Start jetzt der Discovery. Und es wurden angeblich laut dieser unabhängigen Kommission nur 12 behoben. Bedeutet, der wunde Punkt scheint immer noch die Hitzeisolierung zu sein. Und von daher ist es eigentlich schon kritisch, also man könnte es kritisch sehen, dass die NASA jetzt eigentlich diese Discovery starten lassen will. Gleichzeitig ist da natürlich dieser Druck, dass man natürlich die ISS-Station, die Weltraumstation weiter voranbringen will. Die muss entwickelt werden, die muss fertig gemacht werden bis eigentlich zum Jahr 2010. So ist es zumindest Bushs Vision. Und dafür müssen natürlich die amerikanischen Shuttles in Space, in den Weltraum geschickt werden, denn ansonsten kann es natürlich dort oben nicht weitergehen, es sei denn vielleicht von russischer Seite. Und um weiterhin die dominierende Macht zu sein, und das wollen nun mal die Amerikaner im Weltraum sein, da muss man eben jetzt fliegen und im Grunde ist deswegen dieser Druck jetzt hier so groß und eine Gratwanderung. Man will natürlich trotzdem, dass technisch alles einwandfrei läuft und man will nichts riskieren und auf gar keinen Fall ein Desaster haben, wie damals die Katastrophe der Columbia vor 2,5 Jahren. Könnte es sein, dass die NASA diesen Druck vielleicht auch selber aufgebaut hat und sich jetzt diesem eigenen Druck einfach stellen muss? Welches Interesse hat die amerikanische Öffentlichkeit? Ist denen das nicht völlig egal, ob die ISS weiter vorangetrieben wird? Braucht man diesen Krieg der Sterne? Das sind alles Diskussionen. Da geht es um Geld, um Milliarden, die im Zweifelsfall Haushaltspläne gar nicht vorsehen. Das heißt, welches Verständnis haben die Amerikaner eigentlich für eine solche Mission? Na, es ist natürlich in erster Linie Politik und die Öffentlichkeit ist natürlich nicht daran interessiert, dass weitere 7 Astronauten sterben. Gleichzeitig ist jeder Amerikaner doch eher patriotisch als wir Deutschen und freut sich natürlich, wenn die Amerikaner diese Raumfahrt voranbringen und entsprechend jetzt vielleicht einen weiteren Shuttle auf der ISS-Raumstation bringen, weil dann ist man ja doch stolz. Und es geht ja hier auch um die Ehre der NASA und auch um die Ehre der amerikanischen Raumfahrt. Von daher
denke ich doch, dass die amerikanische Bevölkerung, was ich soweit mitbekommen habe, sehr eigentlich hinter diesem NASA-Programm steht. Was allerdings kritisiert wird, ist die Vision Bushs, der eben sagt, er möchte eigentlich noch eine weitere Mondlandung bis 2020 realisieren und dann auch gleich noch eine weitere Marslandung. Und im Grunde wird er dafür sehr kritisiert, weil dafür fehlen einfach die Gelder und man ist sich gar nicht sicher, ob man so schnell, so weit eigentlich nach den Sternen schon greifen kann. Die Öffentlichkeit nimmt ja ganz offensichtlich regen Anteil an diesem Start, auch wenn er jetzt nicht stattfindet, im Zweifelsfall dann eben morgen oder in den kommenden Tagen. Woran liegt das? Hängt das zunächst mal mit einem gewissen Voyeurismus zusammen, der sich daraus bildet, dass es einfach eine furchtbare Katastrophe gegeben hat vor 2 Jahren? Ist man neugierig, ist man neugierig geworden, nachdem sich eigentlich 10 Jahre lang für Discovery kein Mensch mehr interessiert hat? Sicherlich, da haben Sie bestimmt recht. Also es ist bestimmt so, dass die Leute sehr gehypt sind. Also sprich, hier wird natürlich mit ganz großen Medien, ganz vielen Journalisten wird hier aufgefahren und alle berichten darüber, alle Sender, den ganzen Tag, fast 24 Stunden kann man immer wieder alle halbe Stunde bis Stunde irgendwelche Nachrichten in allen Sendern hören. Das ist bestimmt so, dass da ein gewisser Voyeurismus dahinter steckt. Wenn eben etwas nur alle 2,5 Jahre oder später passiert, dann ist es quasi wieder eine einmalige Sache. Und dazu kommt dieser Druck, von dem ich eben schon sprach, der Druck auf diese amerikanische Raumfahrtbehörde, die NASA, der Druck, ob alles gut läuft und eben gleichzeitig auch dieser Druck auf den NASA-Direktor Michael Griffin, der eben sagt, jetzt ist der Zeitraum, wir haben eigentlich alle Probleme behoben, besser können wir technisch in diesem Zeitrahmen bis 2010 auch gar nicht mehr werden. Es muss jetzt passieren, weil sonst wird es nicht klappen. Und das ist natürlich ein Krimi, der da entwickelt wird, auch im Fernsehen oder in den Medien generell, dass natürlich sich alle draufstürzen und entsprechend die Öffentlichkeit schon sehr großes Interesse hat. Und was ich einfach weiß, ist, dass hier um dieses große Areal herum, wo wir im Grunde in einem Trailerpark mit Tausenden von Journalisten sind, drumherum um dieses abgesperrte NASA-Areal sind sehr, sehr viele Amerikaner hergekommen, um irgendwie vom Campingplatz aus oder von Hotels aus, von der Beach aus, diesen Start mit zu beobachten. Und wir haben Fotoapparate dabei und wir haben natürlich auch ihre Ferngläser eingepackt. Also es ist schon alles sehr präsent und ich glaube, selten zuvor hat man einen Start so gespannt verfolgt. Was weiß man eigentlich über diese Crew aus bestehend Frauen und Männern, 7 an der Zahl? Ist etwas bekannt über die und wie werden sie gefeiert? Wie wird man mit ihnen, wie werden sie überhaupt präsentiert? Ja, es ist eine Menge bekannt. Es ist also eine Crew bestehend aus 7 Besatzungsmitglieder. Es sind 5 Männer und 2 Frauen und das Besondere daran ist, dass die Kommandantin eine Frau ist. Das ist Eileen Collins. Eileen Collins ist 48 und es ist aber nicht ihr erster Flug. Den hatte sie bereits 1999 als erste Kommandantin einer Raumfähre. Und allein diese Dame wird hier sehr gefeiert, weil sie nicht nur als Miss Universe bekannt ist, weil sie eben eine großartige Karriere schon hinter sich hat und dafür bekannt ist, dass sie damals schon eine Raumfähre an die Mir-Raumstation hat andocken lassen und sie hat ein Weltraumteleskop mit der damals noch nicht zerstörten Columbia im All ausgesetzt. Sie wird aber auch Mom genannt, weil sie eben so ein umsichtiger Mensch ist. Und sie hat sich eben auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie hat ein ganz großartiges Team hier. Das Team ist eigentlich international. Das heißt, es sind mehr oder weniger 5 Amerikaner, ein Japaner und ein Australier, die jetzt an Bord zusammen sind und die sich untereinander angeblich großartig verstehen und die offenbar auch keine Angst haben. Weil auch Eileen Collins gestern nochmal betonte, hätte sie Angst, wäre sie jetzt nicht hier und sie haben alle großartiges Vertrauen in die Technik und die Techniker, dass bei diesem Flug nichts schiefgehen wird, auch wenn Raumfahrt immer Risiko bedeutet, aber ein kalkulierbares Risiko, so hat sie es genannt. Trotzdem, wenn wir jetzt gerade sehen, wie der Trailer mit der Besatzung wieder zurückfährt, hat man eben gerade schon doch die ganzen enttäuschten Gesichter gesehen. Da stellt sich natürlich schon ein wenig die Frage, in welcher Art und Weise jetzt diese Crew weiter verfährt. Ob jetzt das Misstrauen der Technik gegenüber wieder etwas größer wird, wie entspannt man sich da, was passiert jetzt mit dieser Crew, wie werden die jetzt weiter behandelt, was machen die in den nächsten Stunden? So genau können wir natürlich hinter die Kulissen nicht blicken, weil wir alle so nah gar nicht an diese Crew herankommen. Ich bin aber ganz sicher, dass diese Crew so professionell ist, dass sie sich bestimmt nicht aus der Fassung bringen lassen, jetzt durch ein paar Zwischenfälle, die schon stattgefunden haben, von gestern Abend bis auch jetzt. Ich bin sicher, bis die Besatzung jetzt aus ihren Sitzen raus ist, wird noch mal ein paar Minuten, ein paar Stunden vergehen, weil sie saßen ja im Grunde schon bereit für den Abflug im Orbiter der Discovery.
Sie werden also dann einen Sonderraum im Zweifel zurückgefahren. Ihre Familien sind ja auch hier vor Ort und warten dort, beziehungsweise sollten eigentlich dort warten, bis der Start dann stattfindet und der Flug die nächsten 2 Wochen ja auch andauert. Aber ich schätze, dass diese Besatzungsmitglieder jetzt nochmal zurück dürfen, eventuell auch nochmal ihre Familien sehen dürfen. Und in der Zwischenzeit werden die Techniker sie briefen und ich bin aber sicher, dass sie deswegen trotzdem nicht ihren Mut verlieren, sondern weiterhin diesen Glauben an die Technik haben. Und wie ich gerade sagte, sie haben alle fast Weltraumtechnologie studiert und wissen, es sind kalkulierbare Risiken, es sind Fehler, die hier passieren, die alle 7 Besatzungsmitglieder technisch verstehen. Und das ist wohl das Wichtige, warum auch alle 7 weiterhin daran glauben, dass sie wahrscheinlich dann wohl morgen starten werden. Das bedeutet auch für Sie, dass Sie noch ein paar Tage in Cape Canaveral bleiben dürfen. Für den Augenblick ganz recht herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Sie bleiben dran. Wir warten jetzt gemeinsam natürlich auf die Pressekonferenz, sprechen uns später wieder. Danke, Gesa. Danke. Und wenn wir weiter auf diesen Bildern sind und sehen, wie also dieser Trailer mit der Besatzung zurückfährt und dieser Discovery-Start abgesagt wurde, wollen wir nochmal nach Köln zu unserem Reporter Carsten Lüb schalten, der von der ESA zugeschaltet ist und er hat einen Gesprächspartner. Ja, Lars, ganz genau. Und hier ist man natürlich auch sehr enttäuscht darüber, dass dieser Start abgesagt werden musste. Und neben mir steht Horst Scharschmidt von der Astronautendivision der ESA. Und wir versuchen jetzt mal gemeinsam ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, Herr Scharschmidt. Was wir wissen ist, dass der Start abgesagt worden ist wegen fehlerhafter Sensoren am Tank oder am Motor. Was genau sollen diese Sensoren machen? Ja, soweit uns bisher hier bekannt ist aus den Informationen. Wir kennen natürlich noch keine genaueren Details, aber wir können heute jetzt schon sagen, dass diese Sensoren voraussichtlich eben den untersten Treibstoff Minimalstand anzeigen. Und wenn dieser Stand erreicht ist, das ist so wie bei einem Wagen die Reserve oder beim Motorrad die Reserve, dann passiert etwas. Und man möchte dann eben gerade die Motoren geregelt runterfahren und abschalten und nicht, dass plötzlich Treibstoff zum Beispiel fehlt und nur noch Sauerstoff, also nur noch der Oxidator in den Motor hineinkommt. Der würde dann zu einer starken Überhitzung führen, dieser Brennkammer, und das kann dann natürlich zu Schäden an dem Motor führen. Das will man nicht. Man möchte eben, dass solch ein Motor, wenn der Treibstoffstand auf den untersten Stand kommt, ganz geregelt, gezielt durch die normale Prozedur heruntergefahren wird und dann ausgeht. Und wenn diese Sensoren nicht in Ordnung sind, dann ist das nicht geregelt möglich und dann muss man sicherheitshalber eben hier sagen, wir müssen das erstmal genauer überprüfen, was jetzt wirklich los ist. Das können ja auch nicht nur die Sensoren sein, das können Verbindungen der Steckverbindung sein, der Leitungsverbindung, da können eben viele Gründe sein, warum dieser Sensor nicht richtig anzeigt. Es ist so, Sie sehen oftmals von dem Mission Control Zentrum, sehen Sie oft eben diesen Hauptraum. Aber um diesen Hauptraum herum gibt es viele andere Räume, wo eben Spezialisten sitzen, die sämtliche Informationen des Shuttles ständig kontrollieren. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Das ist auch etwas, was sicherlich mutig ist, aber was auch Vertrauen schafft, dass man in diesem Moment sagt, da ist etwas nicht ganz in Ordnung, hier haben wir eine Information, dem müssen wir nochmal auf die Spur gehen und dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Und ich denke, das ist auch neben der Enttäuschung auch eine vertrauensbildende Sache, dass man weiß, hier geht es wirklich um Menschenleben, hier geht es um viel Geld, hier geht es um einen Erfolg und der Erfolg soll sicher sein und das ist eine Sache, die in meinen Augen auch Vertrauen schafft. Was ist daran mutig, den Start abzusagen? Ja, es bedeutet natürlich, dass jetzt erst einmal wieder eine Verzögerung ist. Überall auf der Welt schaut man auf die Monitore, überall erwartet man jetzt den großen Erfolg. Und zunächst einmal gibt es eine gewisse Enttäuschung natürlich, aber für mich persönlich ist es keine Enttäuschung. Für mich persönlich ist es eben eigentlich eine richtige Entscheidung. Es gibt ein technisches Problem, den muss man zunächst einmal, das muss man ausräumen und das verstärkt ja vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Vertrauen, was wir dann jetzt nach diesem furchtbaren Shuttle-Unglück vor 2 Jahren hatten, in diese neue Generation des Shuttles mit den neuen Veränderungen, die man bei dem Shuttle durchgeführt hat. Und wenn man jetzt eben bereit ist zu sagen, die ganze Welt schaut auf uns, jetzt hören wir erst noch mal auf, wir müssen noch einmal alles überprüfen, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Das ist immerhin ein Moment, der kostet Geld, der kostet Ansehen. Alle Leute schauen ja hier, aber ich denke, das ist die richtige Entscheidung, denn man darf im Augenblick überhaupt gar kein Risiko mehr eingehen. Es gibt keinen Waiver, wie man das in Amerika immer nennt, für Dinge, wo man sagt, naja, könnte vielleicht gut gehen. Das kann man heute nicht mehr zulassen und das ist eigentlich die richtige Entscheidung. Und das bildet für mich zumindest auch viel mehr Vertrauen in die Situation, in der wir uns nach diesem furchtbaren Unglück befanden.
Wir haben es gerade unten bei uns im Laufband gesehen, diese Shuttle ist auch dafür da, dringend benötigte Ersatzteile oder Material zur ISS zu bringen. Wie dringend sind die denn benötigt? Was bedeutet denn das jetzt auch für die ISS, dass dieser Start zumindest erst einmal verschoben werden musste? Ja, wir haben ja ein Startfenster bis zum Ende des Monats für diesen Shuttle-Start. Die Versorgung des Shuttles wird ja bisher auch mit anderen Mitteln durchgeführt. Im nächsten Jahr übrigens wird das europäische, von der ESA gebaute ATV zur Verfügung stehen, was also zusätzlich auch noch diese Versorgung der Raumstation übernehmen kann. ATV ist was? Das ist das automatische Transfervehikel, was von der ESA entwickelt wird. Mit der Ariane 5 von unserem Raumfahrtbahnhof Kourou gestartetes, mit einer europäischen Trägerrakete gestartetes Versorgungsmodul, was eben diese Versorgung der Raumstation auch zusätzlich übernehmen soll, damit wir eben nicht nur auf dieses Shuttle oder auf andere Versorgungsmöglichkeiten, die im Augenblick auch von russischer Seite natürlich vorhanden sind, angewiesen sind. Also die Versorgung der Raumstation ist sichergestellt, aber Sie wissen, dass wir zum Beispiel aufgrund des fehlenden Shuttles, was eine zusätzliche Versorgung durchführen kann, dass aufgrund dieses fehlenden Shuttles wir zurzeit nur 2 Astronauten ständig an Bord haben, statt 3. Normalerweise könnten ja 3 an Bord sein, denn das Soyuz kann ja auch 3 im Notfalle schnell wieder runterbringen. Aber wir haben nur 2, weil eben bestimmte Versorgungsmöglichkeiten eben etwas reduziert sind, Wasser, Nahrung und so weiter. Und dadurch wäre natürlich das von großem Wert, dass das Shuttle jetzt wieder fliegt. Außerdem ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Moment, für uns Europäer hier, für die ESA, dass wir mit diesem Shuttle-Start jetzt die Shuttle-Flotte wieder zum Fliegen kriegen, sodass wir dann im September voraussichtlich unseren europäischen Astronauten Thomas Reiter fliegen können und dann wieder einen regelmäßigen Besuch der Raumfähre des Shuttles an der Raumstation erwarten können. Im nächsten Jahr soll Christoph Vogelsang fliegen, ein anderer ESA-Astronaut. Und wir erwarten natürlich alle, dass unser großes Labormodul Columbus an die Raumstation angedockt werden kann. Das Columbus kann zurzeit nur mit dem Space Shuttle hochgebracht werden, weil es eben das Andockmanöver, es kommt also erstmal in die Payload Bay rein, wird mit dem Shuttle hochgebracht und das Andockmanöver dieses Columbus-Moduls, das jetzt aus der Payload Bay herausgehoben wird mit dem Robotikarm und dann an die Raumstation angedockt werden muss. Dieses Manöver geht eben im Augenblick nur mit Hilfe der Technik, die wir mit dem Shuttle zur Verfügung haben. Das geht nicht mit anderen Möglichkeiten, zurzeit jedenfalls nicht. Es ist nicht vorgesehen. Und für diesen Wiederflug des Shuttles und für diese spätere Andocken der weiteren europäischen Elemente wie die Knoten, die wir auch liefern, Knoten 2 und 3, die Labore, die japanischen Labormodule, alles das geht nur mit dem Shuttle und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Shuttle wieder zum Fliegen kriegen. Das ist eine Information, da verstehen wir nochmal, weswegen es so wichtig ist für die Europäer, dass diese Shuttle wieder funktioniert. Aber Herr Schaschmidt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es sei eine mutige, aber die professionell richtige Entscheidung gewesen, diesen Start abzusagen. Aber wie ist das denn organisiert? Wer entscheidet denn letztendlich darüber, ob der Start stattfinden kann oder nicht? Ist das ein Einzelner, der verantwortlich ist, oder sind das mehrere, die dann zu dem Schluss kommen? An diesem Startvorgang sind ja Hunderte oder Tausende von Ingenieuren, von Operatoren in den Mission Control Zentren weltweit tätig und überwachen die gesamten Daten, die eben von den Sensoren, von vielen Systemen des Shuttles, von vielen Untersystemen des Shuttles, das sind Temperaturen, das sind Treibstoffsensoren, das sind Kameras, also es ist eine enorme Menge von Informationen, die ständig monitort wird, also ständig überprüft wird. Und diese vielen Menschen, die diese Operations eben aufrechterhalten, die müssen natürlich in einem Management-System irgendwie diese Informationen dann zusammenbringen zum Flight Director. Das ist derjenige, der als letzter die Entscheidung letztendlich fällt, go oder nicht go. In dem Falle derjenige, der für den Launch verantwortlich ist. Und die Zeit des Launch ist von dem Kennedy Space Center, dort gibt es den verantwortlichen Flugdirektor für den Launch, für diese kurze Zeit, bis das Shuttle in den Weltraum geflogen ist. Dann übernimmt das Mission Control Center in Houston die Entscheidung. Und für diese Entscheidung ist eben der Launch Director zuständig, der dann sagt, go oder nicht go. Und der lässt sich eben von seiner gesamten Mannschaft ständig die Informationen mitteilen, wie der Stand ist und fragt ständig während dieses Countdowns ständig ab, wie sind die Werte. Und wenn irgendwo also ein kritischer Wert kommt, wo er sagt, no go, dann sagt er das auch. Und das ist die klare und feste Entscheidung.
Dankeschön, das waren sicherlich interessante Eindrücke hier aus aus Köln-Porz von der ESA, und wir haben auch sicherlich einiges erfahren darüber, wie es hinter den Kulissen der NASA in den Vereinigten Staaten abgeht und auch welch komplexes Unternehmen eine solche Raumfahrtmission eigentlich ist, wie viele Menschen daran beteiligt sind, was alles ineinander übergreifen muss. Und mit diesen Informationen gebe ich jetzt erst einmal zurück von Köln-Porz nach Köln-Ossendorf. Und wir übernehmen wieder hier. Carsten, vielen herzlichen Dank. Wir sehen also weiter das Live-Signal aus Cape Canaveral, sehen einen wolkenverhangenen Himmel und ein in der Startrampe befindliches Space Shuttle, eine Discovery, die also heute Abend nicht wie geplant um 21:51 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten wird. Dieser Start ist knapp 2,5 Stunden vor dem offiziellen geplanten Start abgesagt worden, und das hängt offenbar nicht mit dem Wetter zusammen, sondern einem fehlenden Treibstoffsensor. Wir wollen an dieser Stelle nach Cape Canaveral schalten zu unserer Reporterin Gesa Eberl und wollen einfach mal nachfragen. Wir warten auf eine Pressekonferenz. Weiß man schon Genaueres? Weiß man Hintergründe? Wann soll zunächst mal diese Pressekonferenz stattfinden? Das weiß man immerhin, wann die Pressekonferenz stattfinden wird, nämlich um 16:30 Uhr Ortszeit. Wir haben jetzt hier 1:45, das heißt in ungefähr 2 Stunden. Es braucht ein bisschen, denn auf dem Weg hierher, jetzt vor die Kamera, habe ich gerade gesehen, wie die Astronauten in einem silbernen Gefährt, also es sieht eigentlich aus wie ein Lastwagen, zurückgefahren wurden vom Orbiter zurück in diesen Warteraum, in dem sie vorhin im Grunde warteten, bevor sie ins Discovery Shuttle gesetzt wurden. Und entsprechend verzieht sich das alles ein bisschen nach hinten. Es verzögert sich, weil natürlich auch die Astronauten bei der Pressekonferenz mit dabei sein sollen. Es geht, wie Sie jetzt auch eben erwähnt haben, um diesen Treibstoffsensor, der im Außentank angeblich in irgendeiner Form gestört zu sein scheint. Er ist für den Durchfluss eigentlich zuständig, für den Durchfluss dieses Treibstoffes. Und man will natürlich auf gar keinen Fall riskieren, dass der Durchfluss gestört ist und entsprechend irgendwie eine Explosion passieren könnte oder entsprechend vielleicht das Shuttle gar nicht starten kann. Entsprechend ist natürlich auch hier die Anspannung jetzt ganz, ganz groß, weil keiner weiß Genaues. Alle spekulieren, aber mehr wissen wir erst bei der Pressekonferenz. Wir wissen natürlich, dass das Shuttle jetzt heute nicht startet, aber ob es morgen starten wird, das werden wir gleich hoffentlich erfahren. Da hätte ich sonst im Zweifel gerade noch mal nachgefragt. Genau das, was Sie sagen, trifft ja zu. Es wird reichlich spekuliert. Es ist ein weites Feld in der Tat geboten. Lassen Sie uns vielleicht mal ein wenig über die Stimmung sprechen. Die Erwartungen sind ja ziemlich hoch gewesen. Dementsprechend sind die Erwartungen noch höher, wenn es im Zweifelsfall in den nächsten Tagen dann doch einen Start geben sollte. Welche Rolle spielt diese Discovery-Mission jetzt eigentlich da in Amerika? Warum ist es so wichtig? Diese Discovery-Mission spielt eine ganz große Rolle, eine entscheidende Rolle. Es ist im Grunde das entscheidende Jahr und der entscheidende Flug der NASA durch den Absturz der Columbia vor 2,5 Jahren. Seitdem ist der Druck derart groß auf der NASA, dass diese Raumfahrt, diese US-Raumfahrt wieder vorangetrieben werden muss, dass die ISS-Raumstation auf jeden Fall vorangebracht werden muss und das natürlich durch einen exklusiven eigenen nationalen US-Zugang. So wünscht es sich die USA, denn man will ja nach wie vor die dominierende Macht im Weltraum sein. Entsprechend ist dieser Druck hier und entsprechend hat auch der NASA-Direktor Michael Griffin wahrscheinlich diesen Druck, dass auf jeden Fall diese Mission jetzt gelingen muss. Ob heute oder morgen, das wird im Zweifel dann keine Rolle spielen, nur sie muss jetzt klappen. Und man will aber auch kein Risiko eingehen, denn man will auf gar keinen Fall wieder eine Katastrophe haben wie mit der Columbia vor 2,5 Jahren. Denn das könnte sich die NASA auf gar keinen Fall leisten, denn jetzt steht ja hier mehr auf dem Spiel. Es geht eigentlich um die Ehre der NASA. Und es geht vor allen Dingen heute zunächst mal um Sicherheit. Nachfrage vielleicht noch in puncto Zeitdruck. Wir haben gehört, es gibt ein Zeitfenster bis Ende des Monats. Was heißt das eigentlich? Was wäre denn im Zweifel danach? Im Zweifel danach würde man wahrscheinlich den Start um längere Zeit verschieben müssen, denn es geht ja um ganz viele kleine Elemente, die einfach stimmen müssen für ein solches Zeitfenster. Das ist ja eine wahnsinnige Mission, man kann sich das kaum vorstellen, wenn man Laie ist. Es muss so viel zusammenpassen, unter anderem das Wetter. Alleine, dass heute diese Mission nur 5 Minuten ein Zeitfenster von 5 Minuten gehabt hätte, um zu starten. Alleine das sagt ja schon darüber aus, wie viel zusammenpassen muss in diesem wichtigen Moment. Das Licht muss richtig stehen, es muss das Wetter stimmen, es muss natürlich die Technik stimmen. Das setzten wir natürlich alle hier voraus. Entsprechend, wenn jetzt also diese Mission nicht gestartet werden kann in den nächsten Wochen, ja, dann muss man weiterschauen. Nach wie vor ist auf jeden Fall natürlich geplant, dass diese Shuttle abheben muss, weil es ist im Grunde jetzt der Beginn des Endes, weil 2010 soll laut Bushs Vision eigentlich diese ganzen Shuttle, es gibt noch insgesamt 3, außerhalb der Discovery noch die Atlantis und die Endeavour, sollen eigentlich stillgelegt werden bis 2010. Das heißt, eigentlich soll die ISS-Raumstation fertig gebaut sein bis 2010. Entsprechend müssen diese Shuttle ja irgendwann starten und entsprechend auch irgendwann oben die ISS-Raumstation im Weltall weiterbauen. Und so erklärt sich natürlich auch dieser Zeitdruck, den hier alle enorm empfinden.
Es könnte im Zweifel sein, dass nicht jeder diese Visionen von George W. Bush genauso nachvollziehen kann, wie er das tut. Das heißt, im Zweifel ist das alles ja auch milliardenteuer und vielleicht auch ein wenig schwer vermittelbar. Wie gehen die Amerikaner mit dieser Mission um? Ja, also George Bush hat ganz viele Kritiker wegen seiner Vision. Seine Vision ist eben, bis 2010 soll eben nicht nur, wie ich eben erwähnt habe, die ISS-Raumstation fertig gebaut werden. Nein, er möchte eigentlich auch, dass eine weitere Mondlandung bis 2020 stattfindet. Am besten auch noch eine Marslandung in den Jahren danach. Das ist aber natürlich alles mit ganz hohen Kosten verbunden. Und alle meinen, dass George Bush da noch ein bisschen irgendwie eine Vision hat, die noch ein bisschen in den Sternen steht. Nicht nur wegen der finanziellen Seite, sondern man muss natürlich schauen, ob das auch technisch überhaupt umsetzbar ist. Entsprechend ist die amerikanische Bevölkerung zwar im Moment noch sehr patriotisch und alle verfolgen hier ganz gespannt diesen Discovery-Start und auch um das NASA-Areal herum, wo wir jetzt hier mit Tausenden von Journalisten stehen. Das Areal ist abgesperrt, aber die amerikanische Bevölkerung hat sich schon um dieses Areal herum platziert, auf Campingplätzen und in Hotels, mit Fotoapparaten, mit Ferngläsern und alle stehen natürlich patriotisch dahinter. Gleichzeitig aber weiß man nicht, ob man wirklich so viel Geld ausgeben will. Ich meine, der Jahreshaushalt, der Jahresetat der NASA ist bereits jetzt schon bei 16 Milliarden Dollar. Und es würde einiges mehr kosten, schätze ich, wenn Bush seine Vision umsetzen möchte mit der Mars- und der Mondlandung. Dann sehen auch Sie zu, dass Sie Ihr Hotel möglichst schnell weiter buchen können, denn das alles kann im Zweifel noch ein paar Tage dauern. Für den Augenblick erstmal recht herzlichen Dank. Sie bleiben für uns dran und wir kommen spätestens zu Ihnen wieder, wenn die Pressekonferenz beginnt. In diesem Fall jetzt erstmal vielen Dank. Gerne, danke. Die Space Shuttles wurden in den 70er Jahren entwickelt. Die Discovery hob zum ersten Mal 1984 ab. Inzwischen hat sie 31 Flüge hinter sich. Die Mission heute mit dem Titel STS-114 wäre also Flug Nummer 32 gewesen. Daraus wird nun nichts, zumindest nicht heute. Das und das Columbia-Unglück haben insgesamt bewirkt, dass die Discovery rund erneuert wurde, mit Hilfe von mehreren 10.000 Ingenieuren und Technikern und zu einem Preis von einer satten Milliarden US-Dollar. Neue Isolierung, 66 Sensoren, 22 Temperaturfühler, zusätzliche Außenkameras, ein neuer Roboterarm zur Reparatur eventueller Schäden, dies und noch einiges mehr. Das Shuttle ist mit neuen Sicherheitsstandards ausgerüstet. So werden die Treibstofftanks künftig an kritischen Stellen durch festere Materialien als mit dem sonstigen Isolierschaumstoff ummantelt. Die Treibstoffleitungen werden ab sofort beheizt, um das Shuttle vor Vereisung zu schützen. An den Flügeln befinden sich Alarmsensoren. Außerdem überwachen spezielle Minikameras das Shuttle, die Feststoffraketen sowie den Treibstofftank. Gleichzeitig kommen neue Dichtungsmaterialien am Hitzeschild zum Einsatz. Es hat eine Menge Geld gekostet, die Discovery sicherer zu machen. Nach dem Unglück der Columbia wurden alle Space Shuttles in den vergangenen 2,5 Jahren fast runderneuert. Dennoch, die Mission bleibt ein Wagnis. Es ist nicht gelungen, alle Probleme zu lösen, die nach dem Columbia-Unglück entdeckt worden sind. Das Shuttle ist eine enorm komplexe Maschine, vielleicht die komplexeste, die Menschen je gebaut haben. Es ist nachweislich sehr knifflig und hat ein furchtbares Potenzial, seine Crew auf unerwartete Weise zu töten. Zwar haben die Astronauten diesmal ein Reparaturset an Bord, es ist aber noch gar nicht weltraumerprobt. Außerdem, so Kritiker, seien nur 12 der 15 Empfehlungen der unabhängigen Untersuchungskommission des Columbia-Unglücks umgesetzt worden. Immerhin, verstärkte Flügel und ein neu konzipierter Außentank gehören dazu. Genau wie dieser Teleskoparm. Mit einer Kamera sollen die Astronauten so mögliche Beschädigungen des Shuttles feststellen können. Der japanische Astronaut Noguchi hat darüber hinaus eine Sonderaufgabe bekommen. Meine erste Aufgabe ist es, den externen Tank zu filmen, wenn er sich vom Space Shuttle löst. Wir benutzen dazu einen Camcorder und auch digitale Fotografie, um wirklich sicher zu gehen, dass keine großen Trümmerteile herunterfallen oder Kacheln verloren gehen. Eine wohl nötige Vorsichtsmaßnahme. Auf der Rampe stehend fiel eine Fensterabdeckung der Discovery hinunter und zerstörte einige Hitzekacheln. Starten will die NASA nach einer kurzen Reparatur trotzdem.
Aber eben, wie gesagt, nicht heute um 21:51 Uhr. Auf alles andere warten wir noch. Soll, wie gesagt, eine Pressekonferenz geben. Die werden wir ganz sicherlich übertragen, sofern das möglich ist. Das war's fürs erste Breaking News hier bei NTV. Der Anlass ist Ihnen mittlerweile bekannt. Der Discovery-Start ist abgesagt worden für heute. Soweit zunächst erstmal zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle Informationen gebündelt. Wir sehen uns wieder spätestens in den ausführlichen Nachrichten am Abend um 21 Uhr. Ein Sensorversagen, ein Sensorfehler, und dies trägt sicherlich nicht zur Beruhigung sowohl der Wissenschaftler innerhalb der NASA wie auch der Astronauten bei. Zunächst einmal ist der Start verschoben worden. Es gibt zwei mögliche Fenster. Eines wäre morgen 21:25 Uhr. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass, wenn eine Überprüfung aller Systeme stattfindet, dass der Start dann morgen tatsächlich vollzogen werden kann. Also wahrscheinlich erst gegen Ende des Monats. Roger, eine Frage, die wir dir sowieso gestellt hätten, auch wenn Discovery heute gestartet wäre, wäre die, wie wichtig ist eigentlich für die Amerikaner, vor allem für die Bevölkerung, dass die NASA wieder ins Weltall fliegt? Ist das jetzt ein herber Rückschlag und wie sieht das eigentlich bei der Bevölkerung da aus? Es ist vor allen Dingen für das Image zunächst einmal ein herber Rückschlag, und wir sollten das vielleicht einmal unterteilen. Zum einen, wie wichtig ist es für die NASA, die natürlich Milliarden vom Kongress, vom Senat für ihr Programm erhält. Also für die NASA ist das zunächst einmal, wenn es denn dann letztendlich klappen würde, wäre dies natürlich vom Vorteil. Aber das Zittern innerhalb der NASA momentan ist natürlich riesengroß, dass nun, wenn sich die Fehlerquellen häufen, das System doch vielleicht schon überaltert ist. Es soll ja im Jahr 2010 aussortiert werden. Und von daher ist das sicherlich momentan eine Zitterpartie. Was die amerikanische Bevölkerung angeht, war man bisher immer stolz auf die Erfolge der Astronauten des Raumfahrtprogramms gewesen. Man war einzigartig in der Welt. Und dieser Stolz hat natürlich in der Vergangenheit so den einen oder anderen Kratzer abbekommen. Und von daher ist es auch wichtig, dass hier dieses Unternehmen mit Erfolg gekrönt wird. Roger, ich sage danke und ich bin mal gespannt, ob du dann uns morgen dann vielleicht doch einen Start vermelden kannst, falls das dann doch mit dem Zeitfenster klappt. Danke und schönen Gruß. Tschüss nach Berlin. Alles ganz, ganz spannend. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sich darüber freuen, dass sowas nicht klappt. Leider, leider. Keule82 hat dazu eine Frage. Ist das nicht ein totaler Konkurrenzkampf momentan? Die ESA und die EADS und so würden sich doch über eine neue Pleite der NASA freuen, oder? Also wenn ich eins hoffe, bis jetzt klar gemacht zu haben, ist, dass das natürlich nicht. Wir würden uns auf keinen Fall freuen, wenn irgendetwas schief geht. Wir sitzen wirklich alle in einem Boot und wir haben ganz bestimmte Ziele, die wir alle zusammen erreichen wollen. Natürlich gibt es Konkurrenzkampf bei den einzelnen kleinen Systemen, aber im Großen und Ganzen haben wir bei dem Thema ISS das Ziel, das All für uns, für unsere Forschung gemeinschaftlich zu erkunden. Ich sage nicht zu erobern, weil das wird es nicht treffen. Wir wollen das Weltall nutzen, um da gemeinschaftlich zu forschen. Und dann sitzen an Bord der Raumstation irgendwann mal hoffentlich viele Nationen und bringen Wissen auf die Erde, um es da anzusetzen und es auch zu verwerten. Also ganz kurz noch das, was die Dame eben gesagt hat, so die Welt vereint sich, um ins Weltall vorzudringen, das kann man dann so stehen lassen. Das stimmt bei der ISS definitiv. Ja. Aline fragt, könnte man nicht Geld sparen, wenn alle Länder zusammen ein Weltraumprogramm finanzieren? Also die Frage ist richtig und eigentlich beantwortet sie die Realität. Viele sparen dadurch Geld, dass wir jetzt alle zusammenarbeiten, um die ISS zu realisieren. Man kann sich fragen, ob sie in dieser oder in einer anderen Form vielleicht besser geeignet wäre. Wir benutzen Systeme, die vor über 30 Jahren entwickelt worden sind. Auch die ISS ist eine Konzeption, die schon wieder 10, 15, 20 Jahre alt ist. Das war zur Zeit, als Woran liegt das eigentlich? Muss man das alles so lange testen oder so? Ich kann mir vorstellen, so Entwicklungsstandard, wenn man was Neues entwickelt hat, dann will man das doch auch möglichst schnell ins All bekommen. Wieso sind diese Zeiträume so lange? Das geht bei automatischen Systemen, da kann man sowas ausprobieren. Aber bei bemannten Systemen, wo der Mensch nicht nur Forschungsobjekt ist, wir messen ja auch bei den Astronauten einiges, sondern wo er auch als Operator mitfliegt, versuchen wir natürlich so sicher wie möglich zu fliegen. Und da verlassen wir uns in keinem Fall auf eine Innovation, weil wir nicht wissen, ob diese Innovation, sei es der Sensor, sei es die Verbindung, sei es der Stecker, ob die all das hält, was sie verspricht. Wir brauchen ein erprobtes Gerät,
die normalerweise einem bestimmten Standard genügen muss. Das muss alles mal getestet worden sein. Das muss schon einige Betriebszeiten hinter sich haben, damit wir sagen können, wir können das Leben des Astronauten diesem Stecker, dieser Leitung anvertrauen. Und das bedingt halt, dass die Entwicklungszeiten in der Regel Jahre umfassen. Und bei so komplexen Systemen sind das natürlich einige Jahre. Gucken wir nochmal den Status Quo an. U81 fragt, welche Projekte gibt es denn zurzeit? Fliegen wir bald zum Mars oder so? Und was ist mit Beam? Beam, das fände ich manchmal echt ganz schön toll, wenn man das könnte. Ja, dann bräuchten wir natürlich kein Shuttle mehr und wir hätten wahrscheinlich auch nicht mehr die Probleme einzelner Treibstoffsensoren, die uns dann mit einem roten Flackern zeigen, dass es gerade mal nicht geht. Wobei ich beim Beamen auch nicht so sicher wäre, dass wir da nicht irgendwelche Sensoren hätten, die uns anzeigen, dass heute das Beamen nicht geht. Es gibt ja so Science-Fiction-Filme. Ich weiß nicht, kennt jemand die Fliege? Kennst du? Ja, genau. Ein richtiger Schocker. Und da weiß ich nicht, ob das so bemerkenswert wäre, wenn wir da einen Fehler hätten. Aber Richtung Mars würde ich gerne noch was sagen. Erstmal waren wir schon auf dem Mars, das heißt wir, die Menschheit, also jetzt nicht so Europa. Europa hat es mit Beagle im letzten Jahr versucht. Wir haben den Lander leider Gottes beim Landeabstieg verloren. Wir wissen jetzt nicht genau, wo er zu Schaden gekommen ist. Vielleicht ist er gut gelandet und liegt nur in einer abgeschirmten Spalte auf dem Mars, wo wir jetzt keine Verbindung mehr haben konnten. Der Mars ist sicherlich ein interessantes Ziel und ich denke, wir werden in einigen Jahren auch in internationaler Gemeinschaft mit europäischen Elementen, Robotern, Sensoren auch auf den Mars fliegen. Glauben Sie eigentlich, dass die Menschheit irgendwann so weit sein wird, auf so einem Planeten leben zu können? Also wir können heute schon, sage ich mal, mit den Systemen, die wir haben, für eine begrenzte Zeit auf Planeten wie dem Mars forschen. Reden wir über ein paar Tage, das würden wir heute schon können. Realistisch ist, dass man den Mars für eine bestimmte Zeit lang besucht und das Wichtigste, was man zum Leben braucht, mitbringt. Für ein längeres Leben, in dem Sinne, wie wir es hier auf der Erde kennen, müssen wir ganz andere Systeme haben, beziehungsweise dann reden wir schon fast über Terraforming. Schöner Begriff. Was auch noch vielleicht eine interessante Frage ist, das ist vor allem aus dem Forum, haben ganz viele Giga-Zuschauer gesagt, wie sieht es eigentlich mit der militärischen Nutzung und des Weltalls aus? Es gab ja schon mal vor etlichen Jahren da unter Ronald Reagan dieses SDI, dieses satellitengestützte Abwehrsystem und so weiter. Was ist mit dem Begriff Star Wars? Ist man da eigentlich auch dabei, so irgendwas zu machen? Entwickelt man da auch viel? Ja, ich denke, viele Programme sind wahrscheinlich heute sogar noch geheim. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Amerika sich im Krieg befindet. So, und es ist nicht verwunderlich, dass Amerika sich auch mit technischen Innovationen aus dem Weltall gegen terroristische Angriffe schützen wird. Ist das denn überhaupt machbar? Ich konnte mir vorstellen, schwierig, früher aber bei zwei Weltmächten hatte man was Gutes und was Böses. In dem Fall ist das ja alles viel komplizierter. Das hat die jeweils andere Weltmacht natürlich anders gesehen. Da gab es natürlich immer nur was Gutes und was Böses. Nee, heute ist es, denke ich, schon im nationalen Interesse der USA, dass man die Fähigkeit hat, sich gegen den technischen Einsatz von Systemen, die verfügbar sind, auch mit wirklich innovativen Mitteln zu schützen. So, und dass dann aus dem Weltall ein militärischer Erdbeobachtungssatellit in der Lage ist, zum Beispiel den heißen Abstrahl einer startenden Rakete irgendwo auf der Welt zu detektieren. Das ist eine ganz normale Erdbeobachtungsaufgabe, die natürlich einen militärischen Zweck hat. Das ist legitim und das wird sicherlich auch möglicherweise heute schon im Einsatz sein. Wo wir gerade nochmal den Kalten Krieg angesprochen haben, das ist natürlich auch so eine Sache, die unsere Zuschauer interessiert. Quippi fragt, die Raumfahrt ist doch im Kalten Krieg nur zu Propagandazwecken und als Deckmantel für die Rüstungsforschung betrieben worden. Heute traut sich keine Regierung mehr, das zuzugeben und die Nummer abzublasen. Stimmt's nicht? Also ich glaube nicht, dass sie sich nicht trauen würden, das zuzugeben. Das hat sich einfach überholt. Wie richtig sicherlich, dass man damals aus Prestigegründen einen Wettlauf gemacht hat, um zu zeigen, man ist besser. Sodass das militaristisch begründet war, ist sicherlich auch im Wesentlichen durch die Weltöffentlichkeit akzeptiert. Heute hatte man aber festgestellt, dass man und ich denke, das ist rückblickend über die letzten 20 Jahre sozusagen, dass wir mit der Raumfahrt in den verschiedensten Anwendungsgebieten, ich denke an die Erdbeobachtung, an die Navigation, an die Telekommunikation, an das Satellitenfernsehen etc., dass Raumfahrt mit den verschiedensten Elementen wahnsinnig viel, und den meisten Bürgern ist gar nicht bewusst, wie viel, für unser normales tägliches Leben beiträgt. Jeder Wetterbericht zeigt ganz normal Bilder unserer Meteosatelliten. So, und wenn das mal zu Bewusstsein kommt, dass die tagtäglich natürlich Informationen liefern, die wir alle brauchen. Dinge, die wir einfach so hinnehmen. Also ich gucke jeden Morgen gerne mal eben kurz rein, um zu sehen, brauche ich heute meinen Regenschirm. Das machen natürlich andere auch.
mit der Vorhersage von 3, 4, 5 bis zu 7 Tagen mit abnehmender Wahrscheinlichkeit kommen wir nur mit den Informationen von Satelliten hin. Telekommunikation, das heißt Fernsehen und andere Sachen, Internet in the Sky, das sind alles Sachen, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss. Sowas gibt es ja schon längst. Die Harmonisierung von Bankgeschäften mit Navigationssatelliten, die nichts anderes tun, als ein exaktes Uhrensignal zu senden. Damit werden heute, sagen wir, Zahlungsströme international testiert. Auf 10⁻⁹ Sekunden genau kann man einen Zahlungsstrom von der Bank sozusagen bestätigen. Braucht man fast keine Unterschrift mehr, weil man braucht ja für die Unterschrift fast länger als der ganze Zahlungsprozess. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Das ist jetzt überzeugt uns vielleicht unsere Zuschauer auch. Ich glaube, wir gucken mal in den Vote, oder? Ob genau. Comments habe ich vorher noch. Skyrider genau. 89 schreibt: Hi Leute, also ich finde die Raumfahrt wirklich sehr gut. Okay, Raumfahrt ist zwar mit exorbitanten Kosten und sehr großen Gefahren verbunden, aber ich denke, die Hoffnung, irgendwo fremdes Leben, einen erdähnlichen Planeten, auf dem man leben kann, oder gigantische Rohstoffvorkommen zu finden, wird uns niemals loslassen. Und wir haben auch kritische Töne, da schreibt zum Beispiel Tale of Darrow. Was mich angeht, finde ich Raumfahrt nicht wirklich wichtig, oder ich denke, dass man damit zumindest noch länger warten könnte, bis es etwas sicherer geworden ist. Denn immerhin werden in den USA mal eben ein paar Millionen Steuergelder verpufft, wenn so ein Ding explodiert, ganz abgesehen davon, dass Menschen sterben. Votes haben wir auch, hat ja Alexandra richtig gesagt. Wir haben gefragt, sollte mehr Geld in die Raumfahrt gesteckt werden? Da sagen 51% ja und 49% eben nein. Das ist ganz schön knapp, finde ich. Und wir haben gefragt, für wie wichtig haltet ihr die Raumfahrt? 59% sagen für sehr wichtig und 41% für völlig unwichtig. Und ich habe noch einen Tipp. Wer mal auf die Webseite geht von msnbc.com, der kann ab 22 Uhr europäische Zeit sich auf jeden Fall auch im Stream angucken, was die NASA denn zu der ganzen Sache sagt. Da gibt es nämlich auf jeden Fall eine Pressekonferenz, und dann bin ich mir sicher, dass wir alle auf jeden Fall mehr wissen. Herr Ludwig, ich sage danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben, dass Sie uns alles wieder so nett erklärt haben. Und wir gucken jetzt mal ganz schnell die Flash News, was für Meldungen wir noch für euch haben. Die Flash News am 13. Juli. Razzia. Bei einer Terrorismus-Großrazzia haben italienische Sicherheitskräfte zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Häuser und Büros durchsucht. Polizei und Carabinieri führten über 100 Durchsuchungen durch. Experten fürchten einen Terroranschlag bei den Olympischen Winterspielen Anfang nächsten Jahres in Turin. Dem Justizministerium liegt eine Warnung vor, nach der Italien in den nächsten 6 Monaten ein Chemieangriff droht. Schweigeminuten. Die Bundesregierung hat die Deutschen zu Schweigeminuten für die Opfer der Anschläge von London aufgerufen. Am Donnerstag um 13 Uhr solle der Opfer für 2 Minuten gedacht werden, teilte Innenminister Otto Schily mit. Deutschland schließe sich damit einer Bitte der britischen Regierung an. Nach einer Forsa-Umfrage fürchten sich die Hälfte der Deutschen vor ähnlichen Anschlägen hierzulande. The skies over Baghdad have been illuminated. Remember how you felt. A large explosion at the federal courthouse building in Oklahoma City. This just in, you were looking at smoke billowing out of the Trade Center. Remember where you were. There have been attacks in 2 American cities. The first sunrise of the new millennium. You saw it on CNN. Challenger, go and throttle up. Nothing was going to stop that wave, but it was just the biggest wave I've ever seen. That O.J. Simpson is in that car. Tank has opened fire on the front of the White House. For 25 years. The assault on Tiananmen Square is now. As the world changed, I think there's some more coming in. You saw it on CNN. Tear down this wall. Over 1 million people here celebrating a day that they never thought would come. See your world live as it happens. Watching CNN and our coverage of this incredible story. See it on CNN. Die Hiobsbotschaften nehmen für die NASA kein Ende. Wieder einmal mussten die Astronauten unverrichteter Dinge die Discovery verlassen. Diesmal ist ein defekter Sensor im Benzintank schuld an der Misere. Bereits am Dienstag hatte sich während des Countdowns eine Plastikabdeckung von einem Fenster am Bug der Discovery gelöst und hatte eine Hitzeschutzkachel am Rumpf des Shuttles beschädigt. Wie lange der neuerliche Defekt die Mission nach hinten wirft, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Panne lässt die Erinnerung an die Katastrophe vor 2,5 Jahren neu aufleben. Bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre verglühte am 1. Februar 2003 die Columbia. Beim Start war der Hitzeschutzschild des Shuttles beschädigt worden, was nach Ermittlungen der NASA zu der Katastrophe beim Landeanflug führte. Das Shuttle-Programm wurde nach dem Absturz, bei dem alle 7 Astronauten ums Leben kamen, ausgesetzt. Danach wurde der externe Treibstofftank neu konstruiert und rund 50 weitere technische Verbesserungen vorgenommen. Wir fragen jetzt nach bei meinem Kollegen Carsten Hädler in Washington. Carsten, wie groß war denn die Enttäuschung in den USA? Wie haben die Menschen reagiert?
Alexander, die Enttäuschung war sehr, sehr groß, denn an dieser Mission hängt ja auch eine Menge. NASA-Manager haben den Start der Discovery als die Zukunft der Raumfahrt bezeichnet und es geht vor allen Dingen auch um die Zukunft der Raumstation ISS. Es müssen wichtige Teile in den Weltraum gebracht werden und es muss auch eine ganze Menge Müll mit runtergenommen werden und deshalb waren natürlich alle Augen auf den Start gerichtet. Tausende von US-Bürgern sind zum Kennedy Space Center nach Florida gefahren, um den Start live mitzuerleben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele Menschen haben durchgeatmet, denn sie sagen, das Sicherheitssystem hat gegriffen und deshalb lieber so den Start erstmal absagen und die NASA soll das Problem in den Griff bekommen und dann einen reibungslosen neuen Start garantieren. Ja, weiß man denn, wie es jetzt weitergeht? Wann wird man denn eventuell diesen neuen Versuch unternehmen? Darüber gibt es bisher noch keine Erkenntnisse. Die NASA hat lediglich ein kurzes Pressestatement veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Discovery nicht starten wird heute und dass es eine gewisse Zeit dauern wird, bis man mehr weiß. Das kann jetzt natürlich heißen, dass es morgen oder übermorgen soweit sein könnte, dass der Start wiederholt wird. Es könnte allerdings noch ein paar Wochen dauern. Jedenfalls am 31. Juli endet das Zeitfenster, dass die Discovery starten kann. Denn dann beginnt in Florida die Hurricane-Saison und wenn es bis dahin nicht funktioniert hat, dann wäre erst ein Starttermin im September möglich. Mehr versprechen wir uns von einer Pressekonferenz, die um 22:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit von der NASA abgehalten werden soll. Dann sind wir also schlauer. Carsten Hädler, vielen Dank nach Washington. Also für die europäische, somit auch für die deutsche Raumfahrt ist dieser Discovery-Flug enorm wichtig, denn er wird dringend benötigt, um Menschen und Material zur ISS, also zur internationalen Raumstation zu bringen. Und das ist das Paradestück, das Herzstück der europäischen Raumfahrt. Sicherlich den ein oder anderen Astronauten könnte man auch mit dem sowjetischen Trägersystem ins All fliegen. Doch sehr viele technische Dinge, wie zum Beispiel das Modul Columbus für die Raumstation und auch andere wichtige Geräte, können nur mit dem Shuttle ins All transportiert werden und deswegen hat man hier auch so fiebernd nach Florida geguckt und jetzt muss man sich eben noch ein paar Tage oder ein paar Wochen gedulden. Jedenfalls war die Enttäuschung natürlich hier bei den Europäern sehr groß darüber, dass dieser Start hat abgesagt werden müssen. Oh, wir warten natürlich weiter auf die Pressekonferenz. Carsten, vielen Dank für den Augenblick. Were on the sky at Kennedy Space Center in Florida on Wednesday, fearing bad weather would scrub the launch of a US space shuttle, but an unforeseen problem ended up forcing NASA to postpone Discovery's mission. Let's get the details from Sean Calebs, who is at the Space Center. So in the end, it wasn't the weather. It was something else. What was that something else, Sean, that prevented this mission from taking place? Simply put, it was a faulty fuel sensor. I'll explain exactly what that means in just a moment. But NASA has been waiting more than 2.5 years to return to space. Return to flight is what this Discovery mission had been labeled, but they're going to have to wait several more days at least. The mission was scrubbed just about 2.5 hours before the scheduled liftoff. All 7 astronauts were in the orbiter at the time. If you look at this live picture we have of Discovery on Launch Pad 39B, about 5 kilometers from where we are now, just a picture-perfect day at this point. But the problem with the external fuel tank, that orange-looking item attached to the shuttle, there are 4 fuel sensors on there, and during their checks they were going through trying to determine how they were reading, and one of the fuel sensors was reading dry, that basically there was no fuel, no propellant in the external tank, which simply wasn't the case. So NASA had to postpone today's launch. If you want to look at the face of disappointment, just look at those astronauts as they were told and they began to unstrap and make their way out of the orbiter. At the time, they had no idea, would they try and launch again tomorrow? Well, right now they're draining all of the 500,000 plus gallons of propellant out of the external fuel tank. So it is going to be another day, Monday at the earliest. And as you mentioned, Becky, it was weather first. NASA thought there was as much as a 60% chance that foul weather would keep Discovery on the launch pad today, but boy, right now the weather simply couldn't be nicer in this part of Florida. Also, they had some more trouble with those external tiles, those heat-resistant tiles that act as that basically protect the shuttle as it re-enters orbit. They had 2 of them that were damaged last night. They were able to replace those tiles, but it is going to be at least Monday now before they try once again to take Discovery and the 7-person crew into orbit. And among the jobs they're going to be working on, the International Space Station, Becky, so really a very important mission for NASA. And Sean, if not Monday, what would the sequence of events be from then on in? That's a very good question.
Basically, July is a very good month for NASA to try and launch. They have an open window, meaning they can launch anytime from now until July 31st. However, that window is only 5 minutes a day. They must launch during daylight hours, and they must launch at a certain time, so the shuttle will be able to hook up with the International Space Station. Now, if they're not able to do it in the month of July, then August is completely out of the question. They will have to wait until at least September. Certainly would be very it would be a blow to NASA, certainly, because they've been working on this for 2.5 years and eagerly want to get back into space. They want to restore the image, restore the pride, and also begin work on the International Space Station. NASA hat den Start der Raumfähre Discovery zur internationalen Raumstation ISS wegen technischer Schwierigkeiten verschoben. Die Ingenieure hätten ein Problem an einem der Treibstoffsensoren entdeckt, sagte ein NASA-Sprecher kurz vor dem für 21:51 Uhr angesetzten Start in Cape Canaveral in Florida. Wir können heute nicht fliegen, fügte er hinzu, ohne dabei einen neuen Starttermin zu nennen. Aus Cape Canaveral ist mir jetzt meine Kollegin Gesa Eberl zugeschaltet. Gesa, können Sie einschätzen, was so eine Verschiebung die NASA jetzt kostet? Im Moment spekuliert man hier. Man sagt, grundsätzlich kostet ein Start eines Shuttles um die $500 Millionen. Da aber in diesem Fall die Discovery nicht gestartet ist, also entsprechend auch keinen teuren Treibstoff verbraucht hat, lediglich diesen Treibstoff etwas hat verdampfen lassen und der musste aufgefüllt werden, sind das Peanuts. Wahrscheinlich einige $100.000, was zwar viel klingt, aber im Vergleich zu den 500 Millionen doch wenig ist. Entsprechend muss man schauen, was dann der nächste Start vielleicht kosten wird am Montag, so sagt man, ist nämlich jetzt das neue Startfenster noch nicht ganz offiziell, aber so hat man es eben schon mal hier gemunkelt. Es könnte am Montag stattfinden oder aber dann in den darauffolgenden 13 Tagen, die noch von diesem Zeitfenster bis 31. Juli übrig sind. Da haben Sie ja wirklich die neuesten Informationen, die noch nicht mehr über die Agenturen gekommen sind. Von den Investitionen her, man hat ja wirklich kräftig in dieses Projekt jetzt investiert. Das Unternehmen, das den Tank gebaut hat, ist Lockheed Martin. Jetzt natürlich die Frage so aus wirtschaftlicher Sicht, wer trägt jetzt eigentlich die Schuld? Hat Lockheed Martin da versagt oder wo lag genau das Problem? Gut, da müssen wir natürlich jetzt eigentlich die Pressekonferenz abwarten, die hier Ortszeit um 4:30 Uhr, sprich in einer Stunde stattfinden wird. Aber sicherlich wird der Hersteller natürlich zur Verantwortung gezogen. Dafür aber muss man natürlich jetzt erstmal klären, was genau die Ursache war. Man spricht natürlich von diesem Treibstoffsensor, der für diese Durchführung des Treibstoffes zuständig ist. Was genau es aber ist, kann man natürlich erst genauer erklären, wenn man den Außentank dieses Shuttles untersucht hat. Und das kann man eventuell gar nicht auf der Startrampe 39B, die Sie hier hinter mir sehen können. Eventuell muss dafür das gesamte Shuttle in den Hangar zurückgefahren werden. Und das kann natürlich dann nicht nur wahnsinnig teuer werden, sondern dann muss man schauen, was der Hersteller dann dafür letzten Endes dann bezahlen muss, wenn er verantwortlich gemacht wird. Auch wenn wir jetzt in einer Wirtschaftssendung schon wieder über die wirtschaftlichen Folgen sprechen, sind wir natürlich alle froh, dass es nicht zum Start gekommen ist, bevor ein Unglück passiert wäre. Gesa Eberle, live aus Cape Canaveral. Vielen Dank für die Einschätzung heute Abend. Als der Start abgebrochen wurde, da saßen die Astronauten bereits seit Stunden im Shuttle und haben auf den Start gewartet. Doch dann kam die Absage. Angespannte Ruhe im Kontrollzentrum. Von da an war es, als liefe ein Film rückwärts. Die Astronauten werden wieder abgeschnallt und verlassen das Raumschiff. Nach und nach schälen sie sich aus ihren dicken Raumanzügen. Die stundenlangen Vorbereitungen dieses Tages, die ganze Aufregung vor dem Start vergebens. Ebenso wie die Hoffnung der NASA auf einen reibungslosen Start bei dieser wichtigen Mission. Das Lachen ist den Raumfahrern trotzdem nicht vergangen. Der Bus, der die 7 Astronauten nur Stunden zuvor zum Shuttle gebracht hatte, steht wieder bereit. Nun heißt es für sie warten, bis der Start wieder freigegeben wird und für die NASA möglichst schnell das Problem beheben. Dieser Sensor, der da ausgefallen ist, der hat angezeigt, dass im Tank nicht genügend Treibstoff ist. Liegt das jetzt daran, dass der Sensor kaputt ist oder liegt das daran, dass vielleicht wirklich nicht genügend Treibstoff drin war? Wissen Sie das schon? Nein, also genügend Treibstoff war drin. Der Tankvorgang wurde heute Morgen um 5:30 begonnen, mit etwas Verspätung wegen eines anderen Problems, was aufgetreten war. Der Tank war voll mit 2 Millionen Litern Treibstoff und daran kann es nicht gelegen haben. Das heißt, der Sensor ist definitiv kaputt. Das klingt auch nicht so, als wäre das in ein paar Stunden repariert. Wann denkt man denn an einen eventuellen neuen Startversuch?
Die Informationen, die es dazu gibt, lauten auf keinen Fall vor Montag, aber auch das sind noch unbestätigte Informationen. Die Astronauten jedenfalls fliegen erstmal zurück nach Texas hier von Florida und trainieren weiter noch, mindestens über das Wochenende, und Montag könnte es dann eventuell losgehen. Aber da das Problem eben schon vorher aufgetreten ist bei Tests, kann es natürlich auch sein, dass sich, wenn sie die Reparatur wirklich ernst nehmen und das Problem lösen wollen, dass es sich noch hinzieht, dass die Discovery über eine kilometerlange Strecke zurück in die riesige Lagerhalle gebracht werden muss und dann irgendwann für den Start wieder rausgebracht wird. Das heißt, Montag ist denkbar, aber es kann sich auch noch hinziehen. Und dann wird es ganz schnell September und der ganze ohnehin schon ins Rutschen gekommene Bauplan für die internationale Raumstation wird sich noch weiter verzögern. Das ist alles höchst unerfreulich, aber Sie bleiben vielleicht erstmal in Cape Canaveral. Claudia Rückenberg, vielen Dank. Von der ESA aus Köln ist unser Reporter Carsten Lüb zugeschaltet. Carsten, wie sind denn die Reaktionen an diesem Abend bei der ESA? Natürlich war man hier sehr enttäuscht, als die Nachricht die Runde machte, dass dieser Start hat abgesagt werden müssen. Man hatte sich darauf gefreut, man hatte dem Start entgegengefiebert, denn an diesem Shuttleflug hängt für die europäische Raumfahrt doch sehr viel. Auf der anderen Seite hat man aber auch Respekt vor der Entscheidung, Respekt vor dem Mut, diese Entscheidung zu treffen, weil eben offenbar nicht alles technisch hundertprozentig funktioniert hat. Und der Respekt begründet sich auch darin, dass man jetzt auch sagt, man weiß schon, dass nicht nur die europäische, sondern auch die amerikanische Raumfahrt an einem Scheideweg steht, aber die Enttäuschung hat sich dann schnell verflüchtigt. Es gibt jetzt wieder Hoffnung darauf, dass der Start möglichst bald nachgeholt werden kann, aber wir werden uns noch einige Zeit gedulden müssen, bis wir genau wissen werden, wann denn die Discovery abheben kann. Warum ist diese Discovery-Mission so wichtig? Das Vorzeigeprojekt, das Herzstück der europäischen Raumfahrt, ist die ISS, die internationale Raumstation, und die Trägersysteme, also um Menschen und Material ins All zu bringen, die gibt es bei den Amerikanern, aber auch bei den Russen. Nun, man könnte sagen, man kann die deutschen oder die europäischen Astronauten mit dem sowjetischen und mit dem russischen Trägersystem ins All schießen, aber die ganze Technik, wie zum Beispiel das Columbus, ein Modul für diese Raumstation, und auch andere wichtige Geräte, die können eben nur mit dem amerikanischen Shuttle transportiert werden, und deswegen hängt die Zukunft der internationalen Raumstation ganz eng an einem Funktionieren der Shuttleflüge von Florida aus. Und warum ist diese ISS so wichtig? Das ist natürlich, da erhofft man sich neue Erkenntnisse, erhofft man sich Fortschritte in der Weltraumforschung. Man sagt, es ist ein wissenschaftlicher Prozess, der natürlich langwierig ist, aber auf der anderen Seite verweist man darauf, dass die Raumfahrt natürlich unheimlich viel für die Menschheit gebracht hat. Also moderne Fernsehkommunikation mit den Satelliten, GPS, also das Navigationssystem, das wäre alles ohne Raumfahrt nicht möglich. Die Raumfahrt und die Ergebnisse der Weltraumforschung haben einen direkten Einfluss auf unser heutiges alltägliches Leben, und man ist sicher, dass man auch durch die bemannte Raumfahrt, eben durch Forschungen in der Schwerelosigkeit, in der internationalen Weltraumstation, dass man dort neue Erkenntnisse finden wird, natürlich auch zum Wohle der gesamten Menschheit. Nun gibt es ein Zeitfenster bis Ende des Monats, das will man offenbar einhalten. Warum ist dieser Zeitfaktor so entscheidend? Also das hängt zunächst einmal auch mit einfach natürlichen Begebenheiten zusammen, es muss viele Dinge miteinander konform gehen, viele Dinge müssen ineinander greifen, damit eine solche komplexe Mission wie der Start eines Space Shuttles funktionieren kann. Auf der anderen Seite wird natürlich die Zeit immer drängender. Also fast 2,5 Jahre hat es ja nach dem Unglück der Columbia keine solche Flüge mehr gegeben, und man ist natürlich gerade in dieser Weltraumstation dringend darauf angewiesen, dass neues Material geliefert wird, damit auch Versorgungseinheiten in den Weltraum gebracht werden können. Also da ist man schon sehr froh, wenn es demnächst losgehen könnte. Und auf der anderen Seite Thomas Reiter, der deutsche Astronaut, der befindet sich zurzeit in Moskau im Training, und er ist ja vorgesehen, dass er im September in die internationale Raumstation reist, um dort einen Langzeitaufenthalt zu absolvieren. Das heißt also, er ist natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Shuttleflüge von Florida, vom Cape Canaveral wieder reibungslos funktionieren und eben keine Gefahr mehr sind, und dass man sich auch ein Loch, wie es jetzt gegeben hat, von 2,5 Jahren im Moment wirklich nicht mehr leisten kann. Vielen Dank, Carsten Lüb, für diese Informationen. Und wir wollen gleich weiterschalten zu unserer Reporterin nach Cape Canaveral. Das ist Gesa Eberl. Gesa, gibt es denn im Augenblick mehr als Spekulationen über Hintergründe und einen neuen Starttermin? Mehr als Spekulationen schon, wenn auch noch nicht offiziell bestätigt. Aber immerhin hat NASA-Direktor Michael Griffin
gesagt, dass der voraussichtliche Start nicht morgen sein wird, sondern frühestens, allerfrühestens am kommenden Montag, dem 18. Juli. Sollte er dann nicht stattfinden, gibt es immer noch dieses Zeitfenster, was ja bis 31. Juli offen ist, sprich noch 13 Tage, hat dann die NASA die Möglichkeit, das Space Shuttle in den Weltraum fliegen zu lassen. Was bitteschön ist ein Treibstoffsensor und warum braucht man ihn? Eine sehr gute Frage, die ich mich auch gerade gefragt habe und mir deswegen ein kleines Modell organisiert habe. Hinter mir bei der Rampe 39B sieht man jetzt im Moment die Discovery ungefähr in diesem Winkel stehen. Der Treibstoffsensor, von dem alle sprechen, der befindet sich in diesem orangenen Außentank, und zwar im unteren Bereich. Und das ist nur einer von 4 Sensoren. Man kann sich das so vorstellen, dieser Sensor soll ein Signal abgeben in dem Moment, wo wiederum der Treibstoff nicht ausreichend in den Außentank gefüllt wird. Das bedeutet, letzten Endes ist das alles über Computer gesteuert, aber man kann sich das vielleicht vorstellen wie in einem Auto. Wenn man quasi kein Benzin mehr hat und auf Reserve läuft, dann gibt es entweder eine Nachricht auf dem Display oder aber man bekommt ein Signal. Und in diesem Fall ist einer dieser 4 Sensoren für das Signal zuständig und einer dieser 4 Sensoren ist eben nun mal jetzt zu Bruch gegangen und kann dieses Signal nicht mehr abgeben. Und da wollte man auf Nummer sicher gehen und muss jetzt noch mal genau überprüfen, wie viel Zeit das auch kosten wird, das innerhalb dieses Außentanks zu überprüfen. Gut, dass Sie dieses Modell dabei haben. Gesa, vielen Dank für den Augenblick. Und dann haben wir noch einen Programmhinweis in eigener Sache. Wir warten nämlich konkrete Informationen von Seiten der NASA ab 22:30 Uhr auf einer Pressekonferenz. Da geht es offenbar um die Hintergründe zum abgesagten Discovery-Start. Also wir wollen das alles live übertragen und es lohnt sich also dabei zu bleiben. Jetzt erwarten wir uns aber Hintergründe und Informationen. Wir schalten nach Cape Canaveral zur NASA und bekommen ein Live-Signal. Das bedeutet, die Pressekonferenz sollte jetzt losgehen. Manager. And to his left is Mike Leinbach, NASA Launch Director, and at the end, I know, Bill Parsons. I didn't see you all the way down there. Bill Parsons, who's the Space Shuttle Program Manager. I just wanted to make sure you're over there. All right, we're going to have an opening statement here real quickly. Wir werden jetzt erst einmal ein Statement zum Anfang haben und dann nehmen wir gerne Ihre Fragen. Ich sehe, es sind sehr viele Journalisten hier, deswegen nennen Sie bitte Ihren Namen, bevor Sie die Frage stellen, und dann werden wir alle Themen abhandeln. Wir fangen an mit dem Administrator. Ich will nur ganz kurz sprechen. Ich habe ja schon zuvor gesagt, bei einem Update am Vormittag, wir haben hier die letzten Informationen, die wir haben, und damit gebe ich weiter an Wayne Hale. Ich kann nur sagen, schade, wir sind alle hergekommen und waren eigentlich bereit. Dann hatten wir ein Problem, das den Start nicht möglich gemacht hat. Es wäre ein Problem gewesen beim Start. Es ist jetzt Zeit, es an einem anderen Tag zu versuchen. Wir hatten Probleme mit einem der Sensoren an dem Tank. Wir haben da ganz klare Richtlinien, die uns nicht erlauben, wenn nur einer dieser 4 Sensoren, es gibt 4 Sensoren, ausfallen, können wir einen solchen Start nicht durchführen. Als einer dieser Sensoren dann heute Probleme machte, da haben wir gesagt, es geht nicht mehr, wir müssen abbrechen. Wenn Sie sich noch einmal zurückerinnern, schon Anfang des Jahres hatten wir Probleme mit den Sensoren, haben dann versucht, dieses Problem zu ermitteln, herauszufinden, was denn da los ist. Aber wir konnten nie genau herausfinden, was das Problem war. Es war kein elektronisches Problem. Wir hatten eine lange Diskussion kurz vor dem Start und hatten gesagt, wir sind eigentlich sehr zuversichtlich mit der Sicherheit vor dem Start. Es war eine Anomalie aufgetreten. Wir hatten alles dann noch einmal gecheckt und konnten es nicht das Problem finden. Wir haben einen neuen Tank beim Shuttle.
Wir haben jedes Kabel einmal durchgecheckt, herausgenommen und durchgecheckt, die mit den Sensoren zu tun haben. Wir haben sehr viele Tests dann noch durchgeführt an den Boxen, in denen die Sensoren angebracht sind. Heute hatten wir dann auf einmal wieder diese Anomalität und jetzt müssen wir wirklich einmal darüber nachdenken, was die Ursache dafür sein könnte. Die Menschen drüben im Launch Control Center machen sich jetzt schon einen Kopf. Wir werden jetzt den Tank leeren und wenn der Tank leer ist, wenn er trocken ist, dann werden wir die Untersuchung einleiten. Die anderen Sensoren, soweit wir wissen, haben keine Schwierigkeiten. Damit gibt es also überhaupt keine Schwierigkeiten. Am Ende des Abends, spät heute Abend, wollen wir die ersten Daten haben. Ich werde mich gleich noch mit den zuständigen Menschen zusammentun und dann wollen wir einen Plan erarbeiten, wie wir jetzt weiter vorgehen. Morgen gegen Mittag werden wir eine weitere Sitzung haben und dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Wir werden alles noch einmal Revue passieren lassen. Wir werden das Szenario durchspielen. Aber im Moment sind wir nicht bereit, vor Samstag, in gar keinem Fall bereit, vor Samstag diesen Shuttle-Start noch durchführen zu können. Wir wollen jetzt dieses Problem beheben, damit wir so schnell wie möglich abheben können. Das ist alles, was ich zu sagen habe und ich gebe jetzt weiter an Steve. Wir entwickeln gerade einen Plan, einen Troubleshooting-Plan. Wir wollen jetzt schauen, ob wir noch zusätzliche Daten ermitteln können, die uns helfen, das Problem zu lokalisieren, das wir mit dem Sensor haben. Die Sensorkonfiguration. Der Wasserstoffsensor ist der Sensor, mit dem wir Probleme haben, der Sensor Nummer 2. Wir werden jetzt loslegen und dann schauen wir mal, wo wir dann enden, wenn wir die ganzen Sensoren durchgecheckt haben. Gegen 6:30 Uhr heute Abend, also 18:30 Uhr, wollen wir dann erste Daten haben. Sowohl hier in Kennedy als auch in Houston versuchen wir einen Plan zusammenzustellen, wie wir dieses Problem angehen können. Wir schauen uns den Design des Sensors an, ob es irgendwo in diesem Design und innerhalb der Drähteverlegung, ob es dort Schwierigkeiten gibt, das eventuell zu diesem Problem geführt haben könnte. Hoffentlich werden wir bis morgen Abend weitere Einblicke haben darin, was mit diesem Sensor nicht in Ordnung ist. Dann wollen wir mehr Informationen für Sie haben. Das ist alles von mir. Okay, well, from the processing perspective, as we mentioned, we are into draining the external tank now. We'll take another Nun, wir sind jetzt im Moment dabei, den externen Tank zu leeren, ihn trocken zu legen. Dann werden wir anfangen mit den Arbeiten sowohl am Shuttle als auch am Tank und der Analyse. Wir werden morgen gegen 3 Uhr nachmittags anfangen, die ganzen Arbeiten an der Shuttle zu beginnen. Dann wollen wir in den Shuttle gehen mit dem technischen Troubleshooting-Team. Wir werden also die Servicestruktur zurück zur Cape Canaveral bewegen, wenn das notwendig werden sollte. Wenn wir entscheiden sollten, dass wir die Treibstoffzellen austauschen müssen, dann werden wir das so bald wie möglich versuchen hinzubekommen. Soweit von mir. Gut, wir nehmen jetzt Ihre Fragen. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Wir fangen an, dort hinten. Ich weiß, dass Sie gesagt haben, die Regeln sind sehr hart und dass alle 4 Sensoren operational sein müssen. Nein, jedes Mal, wo wir die Regeln uns noch einmal angeschaut haben, haben wir gesagt, dass diese Regeln schon ihren Grund haben und es gibt technische Gründe, warum wir uns unbedingt strikt an diese Regeln halten müssen. Wir werden uns noch einmal darüber unterhalten, weil wir das einfach jedes Mal bei so einer Sache machen, aber es ist wirklich eine sehr seriöse Sache.
All right, let's go right up front here. Tracy. Tracy Watson, USA Today for Mr. Polis. Can you run us through maybe some of the most likely suspects? Können Sie uns kurz sagen, was eventuelle Fehlerquellen sein könnten? Naja, nach unseren bisherigen Ermittlungen ist das Potenzial da, dass das Problem eventuell innerhalb der Box des Sensors, also in der Sensorverkleidung liegen könnten. Wir glauben nicht, dass es mit der Stromversorgung der Box zusammenhängen könnte, aber es könnte sein, dass es das Signal, das den Sensor erreicht, dort Schwierigkeiten gibt. Von da aus kann es sein, dass wir ein Draht nicht richtig an dem Sensor verbunden ist. Wir werden uns noch weitere Daten jetzt sammeln und dann werden wir Ihnen genauere Angaben geben können, in welchem Bereich sich der Fehler aufhalten könnte. Sagen Sie uns, wann die Sensoren eine Rolle spielen könnten beim Start. Was wird die Crew jetzt machen? Ich gebe mir jetzt mal kurz das Szenario. Wir haben 4 Sensoren im Wasserstofftank und 2 Sensoren im Sauerstofftank. Die sollen uns schützen, wenn wir zu wenig Treibstoff im Tank haben. Wir planen natürlich nicht ein, dass wir zu wenig Treibstoff haben. Wir haben natürlich große Reserven im Tank, damit wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Es muss auf jeden Fall etwas falsch laufen, damit wir diese Sensoren also überhaupt brauchen. Es gibt 4 dieser Sensoren und die Flugsoftware wartet, bis alle 4 Sensoren einen Mittelwert aus ihren Werten gebildet haben. Ready to be inserted into orbital velocity. You're almost there. And it starts looking at these sensors. Die Software schaut sich also diesen Sensoren an. Wenn 2 dieser Sensoren von feucht, also auf trocken gehen und sozusagen keinen Treibstoff mehr spüren, dann wissen wir, es ist jetzt Zeit abzuschalten. Was wir jetzt gemacht haben, wir versuchen uns jetzt zu schützen von 2 Sachen, die schieflaufen könnten. Fehler zwischen der Hardware und der Software. Wir wollen also auf jeden Fall verbinden, dass wir aus Versehen eine Abschaltung haben. Wir wollen also sicher gehen, dass ein defekter Sensor nicht zu einem aus Versehen passierenden Abschaltung des Tanks kommt. Nun zu der Crew, wenn das jetzt hier länger dauert als mehrere Tage, dann wird die Crew zurück nach Houston kommen, um noch etwas zu trainieren. Im Moment stehen sie noch bereit hier im Kennedy Space Center. Ich gehe davon aus, aber ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen, dass sie noch etwas hier trainieren würden, noch etwas ihre Ausbildung verfeinern werden. Sie haben immer die Möglichkeit, noch etwas sich aufzufrischen und noch einige Experimente im Trockenen auszuführen. Go right up front here. From Mr. 24 Ore Italy, you had 2 accidents in just one day. Sie haben 2 Fehler an einem Tag gehabt. Ist das nicht ein Signal, dass die Shuttle nicht sicher genug ist? Naja, lassen Sie sich mal sehen. Unser Sicherheitsprozess hat gut funktioniert. Ich denke, wir gehen davon aus, von der Abdeckung, die von dem Shuttle runtergefallen ist. Das haben wir gesehen und diesen Fehler haben wir nun behoben. Das ist eine ganz normale Sache, die passieren kann. Und jetzt diese Tatsache, dass wir dieses elektrische Problem haben, dieses Problem mit dem Sensor. Unser Sicherheitssystem hat das aufgenommen. Es ist ein sehr komplexes Raumgleiter dieser Shuttle, aber ich denke, dass wir ein sehr engmaschiges Sicherheitsnetz haben für unseren Shuttle. Was würde mit den Motoren der Shuttle passieren, mit den Raketen, wenn die Sensoren keinen Treibstoff mehr haben? Unser Problem ist, nun der Treibstoff versorgt natürlich die großen Pumpen und diese Pumpen dürfen einfach nicht trocken lagern. Und zu diesem Zeitpunkt sollten diese Pumpen trocken laufen, dann kann es wirklich zu sehr schlimmen Folgen kommen, zu sehr großen Schäden an den Pumpen und das soll uns natürlich nicht passieren. Deswegen
Wir haben keinen Test gemacht, aber es ist wirklich Sachen, die wir eigentlich auch gar nicht austesten wollen. Es ist einfach unser Ziel, dass diese Pumpen nicht trocken liegen. Let's go towards the end there, Craig. Craig Cavalt with Aviation Week. First for Mike Leinbach. How was the test today? Wie war der Test heute und was war anders bei den anderen Tests, die vorher gelaufen sind? And then for Steve Polis, could you go in a little bit more detail relative to the Und dann hätte ich gerne noch ein paar mehr Details zu den QC on components in the box. zu dem, was in dieser Box drin ist, wie dieser Sensor aufgebaut ist, wenn es geht und was da ein Faktor sein könnte. Die Tests, die wir gemacht haben bei den Eco-Sensoren, die waren ganz normal und das war auch, die fanden bei 2 Stunden vor dem Start fanden diese Tests statt. Es ist dort nichts Anormales aufgetan. Dann haben wir den Troubleshooting-Szenario begonnen und das ist unser ganz normaler Vorgang. Es ist ein simulierter Wir senden also einen elektrischen Saal zur Sensorbox und diese Sensorbox, die sagt uns dann, in welchem Zustand dieses Signal ist und schickt den Strom weiter zur Sensorbox. Wenn also Treibstoff im Tank ist, dann sagen uns diese Sensoren, dass sie feucht sind, dass sie sozusagen Treibstoff aufnehmen. Aber sie haben uns angezeigt, dass sie trocken sind und dadurch mussten wir dann den Start abbrechen. Und zu diesem Zeitpunkt wussten wir dann, dass wir Schwierigkeiten haben, dass dieses Signal anders ist, als wir es vorher gesehen hatten. Der ursprüngliche Fehler, den wir beim ersten Tanktest hatten, dort ist der Sensor Nummer 4, hat dann immer wieder angezeigt, trockenfeucht, ist immer wieder hin und her gegangen. Und dann haben wir diesen Fehler untersucht und wir haben ihn immer noch nicht aufdecken können. Wir haben das zurückgenommen zu unserem Depot und haben weitere Tests gemacht und wir konnten keine Fehlerquelle isolieren. Dann haben wir einige weitere Tests durchgeführt mit dem zweiten Tanktest. Und nach diesem Test konnten wir einige Fehler bei der anderen Box identifizieren. Und ich werde jetzt mal die zweite Frage auch noch beantworten. Einige Sensoren innerhalb der Stromversorgung in terms of how they're configured from a geometry and a soldering perspective. Now, whether that's a true failure mode ob das wirklich zum Ausfall geführt haben könnte, ob das wirklich der Grund sein könnte, das haben wir noch nicht herausfinden können. Wir haben nur einige Daten, die das andeuten. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diese Relais ausgetauscht und schauen Sie jetzt uns an in unserem Inventar. Aber die transistors, pardon. And then wir haben einige dieser Transistoren und sie waren alle zufälligerweise auf der Netzwerkkarte. Vielleicht ist dort ein Zusammenhang, vielleicht aber auch nicht. Wir können das nicht genau sagen. Okay, wir gehen mal auf die andere Seite von dem Raum. Bob Hager with NBC. Bob Hager von NBC. Können Sie einmal beschreiben, was Sie jetzt eigentlich bei diesem Troubleshooting, bei der Fehlerbenennung machen müssen? Müssen Sie in den Tank hineingehen? Müssen Sie irgendwann in den Tank? Wie machen Sie das denn? Mike, I'm going to defer that one to you. Naja. Es kommt darauf an, was das Troubleshooting-Team für einen Plan zusammenstellt. Wir glauben, dass wir müssen uns die Sensoren anschauen. Wir müssen sozusagen in den Tank hineingehen. Das wird dann natürlich etwas länger dauern, wenn wir in den externen Tank reingehen. Das ist ein sehr schwieriger Job, ein Job, den wir lieber nicht machen würden oder den wir lieber in unserem Hangar machen würden. Es
geht nicht, das direkt in der Startposition machen zu können. Wir müssen uns das noch einmal anschauen. Aber es kommt wieder, wie gesagt, alles darauf an, was für einen Plan wir jetzt entwickeln. Und dann werden wir sehen, wie wir weiter vorgehen. I'm going to ask that you please turn off your cell phones during the press conference. All right, let's go right up here, John. Ich will nur sicher gehen, dass ich verstehe. Ich weiß, dass es jetzt noch sehr früh ist, aber es scheint mir aber so zu sein, dass Sie schon einige Fehlerquellen etwas zu tun haben. Sind es die Transistoren? Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt noch nicht sagen. Basierend auf dem Troubleshooting kann ich da im Moment noch nicht sagen. Es scheint ein offenes Kabel zu sein, aber ich kann es im Moment noch nicht sagen. Let's go right up here. Jetzt hier vorne eine Frage. Wenn Sie die Shuttle und wie lange wird das dauern, wenn Sie den Shuttle wegbewegen würden, wie lange wird es dann dauern? Erst im September, was ist das Worst-Case-Szenario? Naja, von unserer Perspektive, es ist jetzt sehr früh, darüber überhaupt nachzudenken. Wir können von hier aus nicht in den Tank reingehen. Es ist jetzt wirklich viel zu früh, um über so etwas zu sprechen. Right here. Time. Right up there, second row. Quick question, Dan Levitin, Be sure and identify yourself. Dan Levitin with Channel 4 in Jacksonville. You had talked about with the weather. Sie haben ja gesagt, mit dem Wetter, mit dem tropischen Sturm Emily, der jetzt gerade droht. Was passiert denn, wenn jetzt Ende der Woche der Sturm kommt? Wie könnte das diesen Launch noch beeinflussen? Wir bekommen jeden Tag eine Wettervorhersage und wir haben darüber auch gesprochen. Wir haben über die ganzen Tropenstürme schon gesprochen. Im Moment sieht es so aus, dass Emily der Tropensturm Emily kein großes Problem werden dürfte. Sie ist immer noch weit weg von der Küste. Wir haben natürlich Pläne dafür, sollte sie näher kommen. Wir haben ein Szenario, wenn es wirklich kritisch werden könnte, dann haben wir natürlich einen Plan. Aber so wie es im Moment aussieht, glaube ich nicht, dass der Tropensturm Emily uns hier noch beeinträchtigen könnte in unseren Vorbereitungen. All right, up against the wall, Mike. Mike Cabbage with the Orlando Sentinel for Wayne. Could you talk a little bit about the process you guys Können Sie über den Prozess sprechen, so dass ihr, seid ihr vorgegangen mit dem alten Tank und mit dem neuen Tank? Wie habt ihr ihn sicherer gemacht? Ihr sprecht jetzt von einer unidentifizierten Anomalie. Wie seid ihr jetzt damit zufrieden? That's very good. Wir hatten sehr lange Diskussionen, auch kurz vor den gestern und vorgestern haben wir darüber gesprochen. Diese unidentifizierten Anomalien, das ist das größte Problem, die größten Probleme, die wir haben können. Es ist sehr schwer, ein Problem zu beheben, das man nicht identifizieren kann. Wenn Sie ein Problem haben, das immer kommt und geht, dann ist es natürlich sehr schwer, dieses Problem anzugehen. Was wir gemacht haben, wir haben uns die Tests angeschaut für diese Sensoren, für diese Sensorboxen und für die Instrumente, die daran angeschlossen sind. Und nun glauben wir, dass wir einen sehr guten Test haben, der uns zeigen kann, dass diese Box funktioniert oder nicht funktioniert. Wir haben uns auch die ganzen Szenarios, angeschaut und haben uns gefragt, gibt es irgendwelche Sachen, die das auslösen könnten, dass mehr als ein Sensor ausfällt? Diese ganzen Sachen haben wir uns angeschaut und wir sind jetzt überzeugt, dass diese Sensoren nun so sicher sind, wie man sie machen kann. Wir haben keine Teile, über die wir uns generell Sorgen machen. Wenn Sie durch diesen Prozess durchgehen, dann sagen Sie, okay, wir haben dieses Problem höchstwahrscheinlich jetzt behoben, weil wir jetzt die ganzen Drähte ausgetauscht haben, den Tank ausgetauscht haben. Und dann kommen Sie irgendwann zu der... Sie möchten jetzt wirklich sagen, ich kann jetzt genau sagen, das war das Problem und wir haben es jetzt behoben. Aber es funktioniert einfach nicht immer so. Manchmal schafft man es eben nicht, das Problem genau zu identifizieren und versucht einfach nur so gut wie möglich ranzugehen
um dieses Problem so gut wie möglich auszuschließen. Wir wussten auch, dass sollte irgendetwas passieren im Launch-Countdown, dann würden wir diesen Test machen und wir würden das Problem finden. Und wir haben den Test gemacht, wir haben das Problem gefunden und wir nehmen jetzt kein Risiko ein, sondern wir haben den Start abgebrochen. Wir sind natürlich eine Organisation mit einem hohen Risiko. Wir sind die NASA und um das Ganze so sicher wie möglich zu machen, muss man so vorgehen. Die NASA geht also auf Nummer sicher. Der Start der Discovery ist also abgebrochen worden. Vielleicht noch mal ein paar Hintergründe zu dieser Pressekonferenz und diesen Stellungnahmen von Seiten der NASA. Probleme bereiten offenbar die Treibstoffsensoren. Jetzt sollen die Tanks erstmal leer gepumpt werden. Dann wird also nach der Fehlerquelle gesucht. Das alles kann einige Tage dauern. Demzufolge gibt es also auch noch keine konkreten Informationen in Bezug auf einen neuen Startversuch. Trotzdem zeigt man sich von Seiten der NASA insgesamt relativ optimistisch. Das Wetter soll wohl in den nächsten Tagen noch mitspielen und das Zeitfenster bis zum Ende des Monats wird offenbar eingehalten. So zumindest die Planungen. Also nochmal, die Discovery ist erstmal vom Start. Der Start ist abgebrochen worden. Jetzt wird alles wieder auf Null gefahren. Von vorne wird begonnen. Die Fehlersuche beginnt. Soweit zunächst mal die Informationen zu dem, was sich da heute ereignet hat. Wir machen eine Kurzunterbrechung, sind gleich wieder da um 23 Uhr mit der gesamten Abendzusammenfassung in der Nacht hier. Bleiben Sie dran. Good afternoon and welcome to Kennedy Space Center for the STS-114 launch postponement briefing. I would like to introduce to my left the administrator, Dr. Michael Griffin. To his left is William Reedy, Associate Administrator for Space Operations. To his left is Wayne Hale, Space Shuttle Program Deputy Manager. To his left is Steve Pullis, the Orbiter Project Manager. And to his left is Mike Leinbach, NASA Launch Director. And at the end, I know, Bill Parsons. I didn't see you all the way down there. Bill Parsons, who's the Space Shuttle Program Manager. I just wanted to make sure you're over there. All right, we're going to have an opening statement here real quickly, and then what I'll ask you to do is, please, we have a large group here, so please identify yourself. I will call on you and limit yourself to one follow-up so we can let as many questions come to us. All right, we'll start off with the administrator, Dr. Michael Griffin. Oh, well, I'll keep my statement really short. We're back with you after the earlier brief update with the congressional delegation that came down here. We're pleased to bring you the latest information that we have, and I'm going to turn that over to Wayne Hale, really, who I think was going to be the lead for this. Okay. Well, all I can say is shucks. We came out here all set to go today. We've been working really hard to be ready to go, and we incurred a problem. It was clearly a launch commit criteria violation. It took us about 5 minutes of discussion to confirm that and decide that it was time to try another day. We had a problem with one of our low-level sensors in the hydrogen tank. I say it was the sensor in the tank. It was somewhere in the instrumentation path from that sensor back to the orbiter computers that use that sensor to ensure that we're safe during flight. We have a very clear and unambiguous criteria that says all 4 of those sensors must work to provide us the kind of redundancy and reliability that's necessary for safe flight. So when one of those indicators started acting up today, we decided it was time to quit. Now, if you'll recall from our tanking test earlier in the year, we had problems with 2 indicators. We've done a lot of work to try to understand what caused those problems. It does, at this state, remain an unexplained anomaly. It reminds me of an old truck I own with an intermittent electrical problem, maybe. And so we had a long discussion during the pre-launch time period about how confident we were about the safety of flying with what we call an unexplained anomaly. In other words, it didn't work then. We checked all the wires and everything that we could, and it worked later. We have a new tank that's different from the tank that we used in the tanking test. We had changed out every wire,
cable, connector, electronics box associated with these sensors in the Space Shuttle orbiter. We had done a lot of tests on the boxes and the various components. We felt like we had a good system. Today, we had another anomaly. So we're going to sit back and think about what the cause of that problem was and how we're going to rectify it. The folks over in the firing room and the Launch Control Center are draining the external tank at this time. We're going to see what happens when the tank gets dry with the sensor indication that currently we believe is stuck on what we call the wet setting. In other words, it would not tell you when the tank's running dry. The other sensors, as far as we know, are all working properly in the tests and checkout that we did. And so late tonight, we will have some data. Tomorrow morning, we're going to get together with our technical people who have been working very hard since early this morning and put together our go-forward plan. We have a technical meeting at 8, and we have a management meeting then at noon. And following that, we're going to decide what we do. We did a little review of the absolute best case kind of scenario and decided that we would not in any conceivable way be ready to launch before Saturday. So that's probably the very best case scenario. And we're going to go where the technical data leads us until we solve this problem and get to a safe posture to go fly. I think that's about all I have to say on the subject. Steve Polis? I would just add we are establishing a troubleshooting plan. As part of the scrub effort, we worked to establish what additional data we wanted to capture with the sensor instrumentation that we already had on the vehicle. So we went through a number of different sensor configurations to validate that in fact it was just the one sensor, the liquid hydrogen sensor that we were having trouble with, sensor number 2. We confirmed that, and we are going to, as Wayne pointed out, look at where we end up from a sensor validation when we drain a tank, and that'll finish up somewhere around 6:30 or 7 Eastern this evening. At that point, as we speak, we have our team both here at Kennedy and back in Houston and other parts of the country putting together the troubleshooting plan that we would want to go implement to verify where the most likely failure mode is for this particular problem. We're looking at the design in terms of if it is within any part of the circuitry from the computer all the way to the sensor within the tank itself. What could have led to the signature that we saw today, so we can rule that out, call it a fault tree if you will, which is how we'll go tackle this problem. And hopefully by tomorrow evening we'll have some better insight as to what the potential concern is, but I wouldn't guarantee at this point that we'll know exactly what we have, but we'll certainly have more information tomorrow. That's all I've got. Okay, well, from the processing perspective, as we mentioned, we are into draining the external tank now. It'll take another couple hours or so. After that, we have to inert the external tank before we can do any real work on the orbiter or the tank itself. That inerting process takes 21 hours. And so that sets us up for any type of work that we want to do on the orbiter tomorrow at about 3 o'clock. You have to give an hour or two difference there, plus or minus, but about 3 o'clock tomorrow afternoon. We'd be in a position to go into after the orbiter if the technical troubleshooting team deems that necessary. Excuse me. And so in preparation for that, we will be rotating the rotating service structure to the mate position, either tonight or first thing in the morning. And that allows us, obviously, to get to after the orbiter for that work if that becomes necessary. It'll also put us in position to mate the servicing unit for the fuel cell system. If we decide we need to top off the fuel cells, the cryogenics on board the orbiter for the fuel cells in order to preserve as many launch attempts when we get back into our next launch attempt as possible. And so those are, from the processing perspective, the major two activities that we're looking at. Thanks. All right, let's open it up to questions. Again, please identify yourself and your affiliate. Let's start off at the end, Bob. I know you said that the rules are hard and fast about having all 4 of these sensors operating. Have you ever waived those rules? Have you ever flown with fewer than 4 in the past? The answer to that is no. And we have, every time that we have reviewed the rules, we have come to the same conclusion. They're in place for good reason. There's a long series of technical explanations we can go into, but it wouldn't be prudent. I don't think we're going to do that. Surely we will talk about it one more time because that's what we do, but I doubt if that's a serious consideration.
All right, let's go right up front here. Tracy. Tracy Watson, USA Today for Mr. Polis. Can you run us through maybe some of the most likely suspects for this problem? Given the troubleshooting that we've done so far, there is a potential problem that might exist within the sensor box that you've heard a lot about. We do not think it has to do, at this point, anything with the power supply cards within the box, but there could be a concern within the signal conditioning system itself. And then from there, it could be an open circuit for this particular sensor somewhere beyond the box into the external tank, and then ultimately to the sensor itself. There's more data, as I said, we'll have this evening, which will lead us in a better direction as to which area it's most likely in. Right here, Irene. Irene Fox with Reuters. For background, could you just tell us when these sensors would trigger main engine cutoff during ascent, and would that put you in like a TAL or an abort to orbit or something else? And also, what's the crew going to do? Well, let me give you the scenario on the sensors. We have 4 low-level sensors in the hydrogen tank, 4 low-level sensors in the oxygen tank. They're there to protect us in case we run out of gas. Now, we don't plan to run out of gas. As a matter of fact, we launch with some fairly comfortable propellant reserves in the external tank to allow for dispersions that might happen during the launch phase. So you have to have something go wrong to really need these sensors. That's the first thing you need to understand. There are 4 of them, and the flight software waits until it calculates that we're close to MECO. I'm sorry, you have to step back from the acronym. Close to the time that you are ready to be inserted into orbital velocity. You're almost there, and then it starts looking at these sensors. If 4 of them, actually, if 2 of them go dry, from the wet to the dry state, that indicates to the computer that it's time to shut down the main engines to provide a safety margin on the engines. What we have done is we try to protect ourselves from 2 failures, and it's a very ingenious design between the hardware and the software that any 2 failures that you can postulate happening almost any way will prevent you from having what we call an inadvertent or accidental shutdown. So we think we have a scheme that will shut you down safely if we run out of gas, and it won't cause an accidental shutdown for any 2 failure kind of situation. Right now, to go to the second question, right now the crew is staying here at the Kennedy Space Center. If this takes longer than a few days, I'm sure they'll consider going back to Houston to do some more refresher training. But at the current time, they're staying here at the Kennedy Space Center, and I presume, although I haven't talked to them directly, they'll probably go do some practice runs in the shuttle training aircraft and do some more training classes. They always have the opportunity to get refresher on experiments in various things. Now let's go right up front here. From Mr. 24 Ore, Italy, you had 2 accidents in just one day. Don't you think that that can be a signal that the shuttle is not enough safe? Too complex, maybe? Well, let me see. We had our safety process worked properly. I guess they're talking about the window cover that fell and damaged the tile. Obviously, that was seen, and we were able to provide a fix for that. That's just normal course of business around here. And then the fact that we have this intermittent electrical sensor, whatever you want to call it, problem, our safety system caught that. It's a complicated vehicle. It's got a lot of parts that have got to work right, and we built a very, I think, tight safety net to make sure that we don't fly until it's safe. Los Angeles Times, what would happen to the engines if the sensors failed and you ran out of fuel? The concern from the main engine standpoint is you're feeding the big pumps that pump the propellant from the tank into the engines, and you don't want to run those pumps dry. And at that point, you can do serious damage in the engines. We've never tested it. It's just a bad practice, and you don't want to do that. So
The answer is definitively we haven't done a test. That's one of those things you really don't want to run a test on because you might not like the answer. So the goal is not to go there. Let's go towards the end there. Craig. Craig Cavalt with Aviation Week. First for Mike Leinbach. How was the test today and how it manifested itself different than occurred back in the initial tanking test? I'm hearing wet versus dry versus wet. And then for Steve Polis, could you go in a little bit more detail relative to the component issue that has come up relative QC on components in the box as possibly a generic factor here? Well, see, first, the test that we did on the eco sensors today, we did it per our normal timeline in the launch countdown at T minus 2 hours and 30 minutes and counting. And it's an automated sequence at first, and then if we see anything anomalous, we can go into a troubleshooting scenario, and that's what we did, and we sent a series of commands. And Steve, you want to walk them through the series of commands that we sent? Yeah, there's a simulation circuit within the MDM that we send out to the what we call the point sensor box. This point sensor box does the signal conditioning from the sensors, as well as provides the power out to those sensors. Once we send this command, we would expect to see, of course, when we're fully loaded, the sensors would be wet, and they were all indicating wet. When we sent the command to actually purposefully send them dry, eco sensor engine cutoff sensor number 2 stayed wet. So it was at that point that we knew we had a signature that was actually different than we had seen before. The original failure that we had back for the first tanking test, was an intermittent on and off of engine cutoff sensor number 4, also on the liquid hydrogen side. And we took that back, and it is still an unexplained anomaly today. We took the box and took it back to our depot and went through a full acceptance test and did not isolate any concern within the box itself. Then we went through some additional testing with the second tanking test, and subsequent to that test, we did identify a concern with a different box that we put onto the vehicle. And Craig, I'm going to tie in your question relative to the concern from a generic box concern. There is transducers within the power supply boards that at this point appear to have an original manufacturing concern with them in terms of how they're configured from a geometry and then a soldering perspective. Now, whether that's a true failure mode yet or not, from a detailed failure analysis, we haven't isolated that yet. At this point, we just have coincidental data that suggests that these transducers are a concern to us. So what we have done is remove those transducers from the inventory, and all the boxes that are currently in inventory, with the exception of 111, which is on discovery today, and it's serial number 111, do not have the suspect transducers on them. Transistors. Excuse me, thank you. I'm not sure where I got that today. Transistors, pardon. And then we do have some of these transistors on serial number 111, and they all happen to be on the circuitry card that drives the simulation command. So it's perhaps a relationship there, perhaps not. We need more data. Okay, let's get one on this side of the room. Let's go back to Bob. Bob Hager with NBC. Can you describe physically what you got to do during this troubleshooting in terms of manpower out there at the pad? Do you have to have access inside the tank at some point, or just how do you go about it physically out there? Mike, I'm going to defer that one to you. Well, it's going to depend on what Steve's guys put together as a troubleshooting plan, frankly. We're virtually certain we'll go into the after the orbiter and at least look at the box that Steve was alluding to. Anything beyond that gets fairly invasive if we have to start thinking about getting into the external tank. That's an extremely large job to do, and one that we've said in the past we would prefer to do back in the vehicle assembly building.
It's not out of the question to go into after the hydrogen tank at the pad. We've never done it out at the launch pad. We'd have to take a good hard look at that. But the first, it depends on the troubleshooting plan that we develop, the guys develop tonight and tomorrow morning. And then we'll implement that here at KSC, and we'll see where we get. I'm going to ask that you please turn off your cell phones during the press conference. All right, let's go right up here, John. I just wanted to make sure I understand. I know it's early, Steve, but it sounds like you are already sort of triaging in your mind. Are you saying, are those transistors sort of your #1 theory at this point? No, I would say no, based on the troubleshooting we've been able to do so far. It appears to be an open circuit, but again, I'm postulating at this point until we collect more data. Let's go right up here, right up front in the English. From Univision, Puerto Rico. If you have to move the the entire vehicle to the vehicle assembly building, how long will it take? Do you have to wait then until the next window in September? What is the worst case scenario at this point? Well, see, from a processing perspective, it's really way too early to go down that train of thought. I mentioned that because of the question about access into the external tank. It's way too early to talk about that, frankly. All right, right here. Sorry, right up there, second row. Quick question, Dan Levitin. You sure and identify yourself. Dan Levitin with Channel 4 in Jacksonville. You had talked about with the weather, with Emily out there, tropical storm Emily. What if we got later into the week? If she approached Florida, have you thought about that? How that might affect going to Saturday or later? Well, let's see. We get a weather forecast every day. We have talked about all the tropical weather. We frequently do. The current prognostication, I think, is that Emily is not a significant threat to the Central Florida coast, but it's a long way out there, so folks have got backup plans in place, and it depends on your scenario, when it might turn, how fast it might go. But given the current projections, I don't think that it's a concern for us here. It may be a concern for the folks back in Houston, and they've started talking about a few things there. All right, up against the wall, Mike. Mike Cabbage with the Orlando Sentinel for Wayne. Could you talk a little bit about the process you guys went through to get comfortable with this at the FRR? You obviously had an issue with the old tank where you had the problem, you didn't have the problem, the switch tanks. This went through the FRR as an unexplained anomaly. Talk a little about how you became comfortable with that and the sort of level of testing and what you guys did to get comfortable with that. That's very good. We did have a long series of discussions at the Flight Readiness Review, and then again at both our Launch -2 and Launch -1 day mission management team briefings on this subject. Unexplained anomalies are the worst ones. What you'd really like to do is find the problem and fix it. And so when you have a problem that kind of comes and goes and you can't put your finger on it, that's a tough issue. What we did, though, was we looked at the acceptance test for the point sensor box, since that's the most complicated gizmo in this chain of instrumentation. And we felt like we did a really good test to prove that that's a really good box and working properly before we install it on the vehicle. We also looked at all of the possible failure scenarios, and we asked ourselves, is there anything there that could cause more than one of these sensors to fail? Is there something generic? Is there something cross-strapped? Do the wires run along together? Any of those kind of things. And we convinced ourselves that they're completely separate, or as separate as you can physically make them in the vehicle. We don't have any common or generic parts that we're worried about. So when you go through that process, you say, okay, most likely we fixed this when we changed out the wiring or changed out the tank, and this is safe to go fly. So that's where you come to. It's not, you would really like to be able to say, this was it, and I can prove conclusively, but gosh, life's not like that all the time. Sometimes you have to go with the best test you got. And we became comfortable as a group, as a management team, that this was an acceptable posture to go fly in.
And we also knew that if something were to happen during launch camp then, we would do this test and we would find it. And guess what? We did the test, we found something, and we stopped. We took no risk. We're not flying with this. I think when you're running a high-risk organization, you know, that people talk about, that's the kind of thing you have to do to ensure that you operate safely. Well, I think to add to what Wayne just said, in addition to that, we built in a test at the 9-minute hold to make sure that we were in a safe posture to go fly. So I think we had a couple tripwires in there to make sure that we were in good shape. All right, let's stay down the wall with Mark Carruth. Mark Carruth, News and Chronicle. Sorry, but I'm confused on a couple of things that have been said. Is the point sensor box that may be the suspect the same one that was in the April test? And the transistors and or transducers you mentioned, are they in that box or are they in some sort of ground side simulation hardware or someplace else? Yeah, I'll try and fix my statements a little bit, Mark. The box that was in April is a different box. What we have on the vehicle today actually came out of Endeavor OV-105, Orbital Vehicle 105. As it would turn out, these transistors, there are 8 of them on or in serial number 111 that's in Discovery today. So they are in the point sensor box, but they are all on the circuit card that is associated with the simulation command only. It has nothing to do, the concerned transistors or suspect transistors are not in any of the cards that actually, during the launch profile, collect data and then transmit data back to the computer. All right, just a few more questions at the end there. John Schwartz. Hi, John Schwartz, New York Times. Would this anomaly have shown up again if you had done the additional tanking test that ET seemed to want? And if so, who takes responsibility now for having decided to go ahead without it? Thank you. Well, let's see. Since we don't know what the cause of this problem is, we don't know if it would have shown up in the tanking test. So that's kind of a moot question. First of all, if we were going to do a tanking test, I wanted to do it with the other tank. Okay, so you know, it's again. Let me make a point here. Sure. Guys, this is an intermittent. Okay, it was in the tank for several hours with propellant in it before it showed its head. And it could have gone hours more, in which case we would have launched and been fine, or it could have showed up in the first 5 minutes. It's an intermittent. It's so far an unexplained anomaly. When we can explain it, we will, and then we'll be able to go back and say whether we would or wouldn't have found it given that we had done another test. But we're not there yet. The hardest of all these kinds of electronics problems to work is always an intermittent, and that's what we're dealing with. All right, just a few more questions, and we'll stay right up here in the blue shirt. Hello, Shreesh Dante of the Palm Beach Post. For Mr. Pulse, if I could. These transistors, were they also in this box that was on Discovery in the April test? And a follow-up to anyone who wants it, is there any possible way that if you have to end up rolling back to the VAB, can you possibly make July? The simple answer is yes, they were in the box that was in the April test. However, I would add, after we had the intermittent sensor concern coming out of the first tanking test, we took that box back to our depot and did the full acceptance test procedure and did not have any issues. It was only subsequent to that that we identified a concern with these transistors and then actually changed them out throughout the remaining boxes that we have in the inventory, with the exception of what's on 111, as I've already talked on Discovery today. I would just say if we rolled back, I mean, you'd have to, there's so many scenarios. What work would you have to do? Would you have to switch stacks? Would you have to do any work on the orbiter? Would you have to take the orbiter back, you know, to the OPF? It's so many different scenarios that could, you know, you could go through that would take you out of the window. But then there's many scenarios that you could go through that keep you in the window. So it's way too early to come to any conclusion about what we will do and if it would take us out of this window.
All right, let's go with Guy, Washington. Gugliotta with the Washington Post for Steve. I guess I don't quite understand this issue of intermittent. What I understood from what you said about what happened today was that the sensors were, you tanked, the sensors were in there, they were functioning normally, and then, but the first time you tested them, or you did a simulation and you gave them an artificial dry, and then all of the other sensors popped back, but this one didn't. Is that correct? Well, how is that an intermittent problem? That sounds to me like it's something where you tested it and it's stuck, and it's like it's a failed sensor. I think if you focus on just today's test, the statement is true. It's a hard failure. However, if you go globally back to what we've seen over all these different tests that we've done, both on the vehicle and off the vehicle, we have had intermittent failures. So the administrator was really commenting, I believe, on the fact that we have had intermittent failures on these boxes or on the vehicles themselves at different times. Today's failure is a hard failure at this point. And it's not just, and we can't even point all the way to the boxes. This is a complete system circuit kind of issue. So you can't. We're talking a lot about the boxes because we've focused a lot on the boxes, but this has to be looked at from end to end, and that's across a couple of different elements. And so we need to kind of keep our mind open as this problem could be in other places. It may not be in the box. All right, last question. Let's stay right down this row, right next to you. Red Diavera, Randolph Publishing. Is the current design of the engine cutoff system the same baseline design as flown in STS-1 in 1981, or have there been design changes through the years? Well, let me address that. The basic software logic is the same. We do make periodic upgrades to the software in terms of how the high-frequency executives call the routines and those sort of things. We're going to have to go back and do a little bit of research to see whether or not that's been untouched. I think that the basic logic is the same. Whether or not we've made refinements is probably a little bit of a research project that we'd have to take on to answer that question. And Wayne, it seems like I recall that we've made some improvements to the eco sensors themselves on the external tanks over time, but those were improvements, ways to make them work better and things like that. But I don't recall any other improvements other than what Wayne said. All right, that will be the last word. Appreciate this. A couple of notes just to pass along. The mission management team meeting tomorrow. There'll be a press briefing after that. We will announce that tomorrow. Also, we talked about the launching no earlier than Saturday, July 16th. The launch window would begin at 2:40 Eastern Time. All right, that'll do it for today. Thank you very much. Stoppte die NASA den Countdown und sagte den Flug für heute ab. Grund für die Absage war nicht, wie zunächst erwartet, das schlechte Wetter in Florida, sondern ein fehlerhafter Treibstoffsensor, der eine zu geringe Wasserstoffmenge im Außentank anzeigte. Am Dienstag war bereits die Abdeckung eines Cockpitfensters heruntergefallen und hatte die Außenhülle der Raumfähre leicht beschädigt. Aus Cape Canaveral zugeschaltet ist uns jetzt unsere Reporterin Gesa Eberl. Gesa, vor etwa einer Stunde hat sich die NASA zu dem Startabbruch geäußert. Wie gravierend sind die Probleme am Shuttle? Technisch gesehen klingt dieses Problem erstmal gar nicht so gravierend. Es handelt sich ja um diesen Treibstoffsensor. Es ist einer von 4. Allerdings sind sich die Experten noch nicht einig, ob da nicht etwas Größeres noch dahinter stecken könnte. Und genau deshalb werden ab dieser Minute bzw. seit der Pressekonferenz die ersten Computerprogramme bereits ausgewertet. Und zeitgleich wird der Außentank entleert. Das kann bis zu 21 Stunden dauern. Das heißt, morgen zwischen 2 und 3 Uhr mittags Ortszeit hier, das ist also zwischen 8 und 9 Uhr morgen Abend in Deutschland, werden die Experten sich darauf einigen, wann der Start stattfinden kann und wie gravierend das Problem ist. Und es heißt, das Best-Case-Szenario, also im besten Fall, kann der Flug jetzt frühestens Samstag starten, kann aber auch Montag werden oder noch später. Das Zeitfenster ist noch offen bis 31. Juli. Wir warten erst mal ab. War denn der Startabbruch wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme oder zeigt das auch, dass die Nerven der NASA-Techniker blank liegen?
Naja, es sieht im Moment nach einer Vorsichtsmaßnahme aus. Natürlich versuchen auch die Experten aus meiner Sicht, das Ganze etwas runterzuspielen. Aber natürlich ist jedem hier klar, dass die NASA unter einem enormen Druck steht. Denn das ist nicht nur der entscheidende Flug, es ist das entscheidende Jahr der NASA. Es geht hier darum, wo steht eigentlich die amerikanische Raumfahrt und geht es weiter mit der ISS-Raumstation. Vorhin waren dann auch die Experten entsprechend frustriert und als sie bei der Pressekonferenz anfingen zu sprechen, sagte auch gleich der erste Experte, ach Mensch, Sie seien jetzt doch enttäuscht. Sie seien schließlich hergekommen, weil Sie ja bereit seien für diesen Flug. Und es wäre auch so eine wichtige Entscheidung gewesen, diese Shuttle in die Luft gehen zu lassen. Denn schließlich, also nicht in die Luft, in den Weltraum, denn schließlich steht hier alles auf dem Spiel. Es geht um die Ehre der NASA. Und wir wissen spätestens seit der Columbia und seit ihrem Absturz, unter welchem Druck die NASA hier steht. Man will auf gar keinen Fall, dass nochmal eine solche Katastrophe wie vor 2,5 Jahren im Februar passiert, wo alle 7 Astronauten ums Leben kamen, aufgrund eines Mangels in der Hitzeisolierung. Und das kann sich die NASA auf gar keinen Fall noch mal leisten. Also probiert man natürlich hier auf Sicherheit zu setzen, in jedem Fall, und so eine Katastrophe zu vermeiden. Aus Cape Canaveral Informationen von Gesa Ewald. Vielen Dank. Kurzfristig abgesagten Start soll das US-Shuttle Discovery frühestens am Samstag zur internationalen Raumstation ISS starten. Wie die Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, werde man erst fliegen, wenn die Sicherheit gewährleistet sei. Als Grund für die Absage nannte die NASA technische Probleme mit einem Sensor im Treibstofftank. Nach dem Columbia-Unglück vor 2,5 Jahren sollte mit der Discovery erstmals wieder ein bemanntes US-Raumschiff technisches Gerät zur ISS fliegen. Discovery ist die erste US-Raumfähre, die seit der Columbia-Katastrophe vor 2,5 Jahren wieder ins All starten soll. Die Crew hat den Auftrag, unter anderem Nachschub und Ersatzteile zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Die 7 Discovery-Astronauten sind bereits in ihren Sitzen festgegurtet, als der Start über Funk abgesagt wird. Eine Tankanzeige spielt verrückt. Warum, das kann sich hier noch keiner erklären. Lange Gesichter im NASA-Kontrollzentrum. Wir haben lange darauf hingearbeitet, um loslegen zu können, und dann kam eben das Problem. Die Kriterien für einen Start waren eindeutig nicht mehr gegeben. Wir haben 5 Minuten diskutiert und dann entschieden, es an einem anderen Tag zu versuchen. Die Experten wollen auf Nummer sicher gehen. Während die Astronauten die Raumfähre verlassen, suchen Ingenieure bereits nach dem Fehler. Zu diesem Zweck müssen sie den riesigen Tank leeren. Er enthält rund 2 Millionen Liter flüssigen Sauerstoff und Wasserstoff. Die Besatzung bleibt für einige Tage im Kennedy Space Center und wartet dort auf grünes Licht. Die Technikpanne hat den Zeitplan der NASA ordentlich durcheinandergebracht. Klar ist es bedauerlich, aber wir haben es wohl hier mit der komplexesten Maschine zu tun, die je gebaut wurde. Sowas passiert eben, aber trotz der Sicherheitsfragen denke ich, Respekt vor der NASA. Frühestens am Samstag könnten die Discovery-Astronauten ins All starten. Experten sind allerdings skeptisch, dass die Ingenieure das Problem bis dahin in den Griff bekommen haben. Ja, und im Studio bei uns ist jetzt Horst Scharschmidt von der Europäischen Raumfahrtagentur. Sie sind stellvertretender Astronautenabteilungsleiter. Was sind Ihre Informationen, Herr Scharschmidt? Was wird jetzt alles unternommen, um dieser Panne auf die Spur zu kommen? Ja, zunächst einmal handelt es sich ja um einen Sensor, der diesen Treibstoffendzustand anzeigt. Sobald der Tank leer wird, schaltet der dann die großen Pumpen ab. Und um zu diesem Sensor vorzudringen, muss zunächst mal die gesamte flüssige Treibstoffe abgepumpt werden, sodass eventuell der Sensor auch vom Inneren des Tanks, der sich ganz unten befindet, untersucht werden kann, eventuell ausgetauscht werden können. Es muss aber nicht unbedingt der Sensor sein. Es hängt ja an dem Sensor noch ein langes Leitungssystem dran mit Steckverbindungen, mit Datenübertragung, ein Prüfsystem, was diesen Sensor prüft. Also zunächst mal müssen die Ingenieure untersuchen, welche Ursache wirklich hier vorherrscht, ob es der Sensor ist oder etwas anderes in dem System. Ja, das klingt nach aufwendigen Arbeiten und das binnen kurzer Zeit. Hat der Aufschub weitere Konsequenzen für Astronauten, für die Astronauten, die jetzt ins All fliegen sollen? Zunächst mal ist ja das Startfenster vorgegeben bis Ende des Monats. Täglich kann man eigentlich fliegen, relativ kurz, ein paar Minuten hat man Zeit,
Mars hochzufliegen, aber täglich. Und die Arbeiten werden einige Tage benötigen. Wenn es relativ schnell gefunden werden kann, kann man schon am Samstag starten. Insofern sind die Astronauten zurzeit, die jetzt drin fliegen, in der Quarantäne. Aber bis zum Ende des Monats haben sie die Möglichkeit zu fliegen. Wenn sie das nicht schaffen, dann müssen sie im nächsten Startfensterbereich im September fliegen. Ab 9. September bis Ende September ist es. Das würde bedeuten für unsere Astronauten, für unseren Astronaut Thomas Reiter, der ESA, der im September zu einem Halbjahresflug zur Raumstation fliegen soll, dass sein Flug dann auch um das entsprechende Zeitraum verschoben wird. Das wird dann aber möglicherweise erst im nächsten Frühjahr sein. Ja, und damit deuten Sie ja schon an, dass die ESA große Hoffnungen in die Shuttle-Missionen setzt. Es soll ja ein Forschungsmodul hochgeschickt werden zur ISS. Was genau ist die Arbeit dieses Forschungsmoduls später? Ja, zunächst ist ja dieses Forschungsmodul, ist das Shuttle, das einzige Fahrzeug, was das Forschungsmodul zurzeit an die Raumstation anhängen kann. Deswegen ist es von eminenter Wichtigkeit, dass das Shuttle wieder fliegt, um auch die Forschungsmodule der anderen Partner, der Japaner zum Beispiel, mit hochzubringen. Das ESA-Forschungsmodul beinhaltet Experimente der Schwerelosigkeit. Dieses Forschungsmodul wurde seit vielen Jahren vorbereitet und gebaut. Es ist fertig, es wartet auf den Start. Und in diesem Forschungsmodul sollen Schwerelosigkeitsexperimente durchgeführt werden, medizinische Experimente, Materialeigenschaften, Flüssigkeiten, wie sie sich unter Schwerelosigkeit verhalten, die Astronauten, die medizinischen Experimente mit den Astronauten am Menschen bezüglich der Probleme der Osteoporose und andere Dinge, die eben dann auch hier für die Erde sehr wichtig sind. Die ESA ist da sehr stark engagiert und das Astronautenzentrum natürlich mit unseren Astronauten ganz besonders. Ja, so kann man sich gut vorstellen, wie wichtig Ihnen die Discovery-Mission nun ist. Vielen Dank, Horst Scharschmidt von der Europäischen Raumfahrtagentur. Danke auch. Mehr als 1,4 Milliarden Dollar und die Arbeit von 20.000 Menschen hatte die NASA in die Generalüberholung der Discovery gesteckt und nun diese Panne. Aber die Sicherheit geht vor. Auf keinen Fall will man eine Wiederholung der Columbia- oder der Challenger-Katastrophe riskieren. Bei einem neuen Unglück stünde die Zukunft der bemannten amerikanischen Raumfahrt auf dem Spiel. Die NASA hat angekündigt, dass sie heute um etwa 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt geben wird, wann das Shuttle abheben soll. Das Zeitfenster ist noch bis zum 31. Juli offen. Der frühestmögliche Zeitpunkt für einen weiteren Startversuch wäre der kommende Samstag. Im Kontrollzentrum jedenfalls gab es lange Gesichter, denn für das kommende Wochenende sehen die Wetteraussichten alles andere als rosig aus. Der Tropensturm Emily rast auf die Küste zu. Sollte es auch am Samstag nicht klappen, dann ist der nächste mögliche Starttermin erst im September. Ja, aber noch ist hier nichts verloren. Und im Studio ist jetzt unser Raumfahrtexperte Mick Locher. Es gab ja eigentlich nur Probleme mit einem Sensor am Treibstofftank. Das heißt ja noch, naja, aber es heißt ja noch nicht, dass da ein Riss ist, sondern jetzt muss ja erstmal geguckt werden, was da wirklich los ist. Ja, man muss sich aber vorstellen, seit 2,5 Jahren wird diese Mission vorbereitet und 2 Stunden vor dem Start merkt man, okay, ein Sensor, ein kleines Teil für vielleicht $1,50 funktioniert nicht. 4 Sensoren sind es und wenn dieser Sensor falsch anzeigt, dann kann diese ganze Mission im Orbit dann platzen, buchstäblich, nicht? Und das wollte man ausschließen. Es ist natürlich Imageproblem jetzt schon wieder für die NASA. Man wollte ja zeigen, dass man topfit ist und an den Start gehen kann. Nun wird man abwarten. Es sind heute sehr viele Konferenzen in Houston, in Washington, wo die NASA ihr Hauptquartier hat, angesetzt. Und dann werden die Manager entscheiden, starten wir am Sonnabend, wie wir es im Bericht gerade gehört haben, oder vielleicht erst am Montag. Ich persönlich würde sagen erst am Montag, weil dann mehr Leute vor dem Bildschirm sitzen und weil dann die Öffentlichkeit in den USA vielleicht noch mehr Zeit hat, das zu verfolgen. Die Techniker, die haben jetzt aber auch alle Hände voll zu tun. Die müssen jetzt ja diesen Treibstofftank wieder entleeren. Das sind 11 Millionen Tonnen, kann das sein? Nein, das ist 2 Millionen Liter. 2 Millionen Liter Wasserstoff und Sauerstoff. Die müssen erst mal raus, dann müssen sie wieder rein, dann muss das Ganze gekühlt werden. Noch steht sie ja am Startturm, die Shuttle oder die Raumfähre, sie zurückzubringen in den Hangar, würde bedeuten, okay, noch mehr Arbeit, noch mehr Vorbereitung, noch ein größerer Zeitverlust. Und die langen Gesichter gibt es nicht nur bei den Astronauten, sondern auch oben in der Raumstation, denn die brauchen dringend die 15 Tonnen, die diese Raumfähre ja nach oben schaffen sollte und auf die warten sie da oben in der Raumstation, der Russe und der Amerikaner. Es wird ja immer von einem Zeitfenster gesprochen. Wenn das Zeitfenster nicht eingehalten werden kann, was ist das konkret? Naja, das Zeitfenster bedeutet, man muss am Tag fliegen, denn man muss sehen, ist dieser Start geglückt? Haben wir alles gesehen? Ist alles gut gegangen? Und es gibt nur bestimmte
Zeitfenster oder Zeitpunkte, wo man dann die Raumstation auch erreichen kann. Es ist ja nicht so, dass man von A nach B fährt, sondern die Raumstation kreist um die Erde, das Space Shuttle nähert sich, schraubt sich langsam höher, um anzudocken, und das dauert seine Zeit und das muss berechnet sein, und das ist nicht so einfach, wie es nachher im Fernsehen vielleicht aussieht. Aber wenn Sie Montag starten, dann wäre das noch im Zeitfenster. Richtig. Insofern drücken wir mal die Daumen. Vielen Dank, Mick Locher. Gerne. The shuttle's crew was already in place, the 7 astronauts making their final preparations. But as America held its breath and the countdown ticked towards zero, news came of a technical fault which has put Discovery's mission on hold. Vehicle, the eco sensors, for some reason did not behave today, and so we're going to have to scrub this launch attempt. NASA engineers discovered a fault with one of the 4 fuel sensors in the shuttle's huge external tank. It was a problem that Discovery has had in the past, and one that NASA officials decided was both mysterious and worrying enough to prevent the launch from taking place. The fact that we have this intermittent electrical sensor, whatever you want to call it, problem, our safety system caught that. It's a complicated vehicle. It's got a lot of parts that have got to work right, and we built a very, I think, tight safety net to make sure that we don't fly until it's safe. We have booster ignition. It's not surprising that NASA is being extra cautious in the wake of the 2003 Columbia disaster. When that shuttle broke up on re-entry, it claimed the lives of 7 astronauts and led to a series of modifications on the aging shuttle fleet. The best case scenario is that the shuttle will be ready to take off on Saturday, but most here think that is optimistic. If it doesn't launch before the end of this month, the Discovery will remain grounded until September at the earliest. James Kimarasamy, BBC News, Cape Canaveral. Good afternoon, everyone. The focus of this briefing is the outcome of today's mission management briefing on the STS-114 launch and the status of Space Shuttle Discovery. Here to provide the status of that MMT meeting is Wayne Hale, the Deputy Program Manager of the Space Shuttle Program at the Johnson Space Center in Houston, and Mike Wetmore, the Director of Space Shuttle Processing at the Kennedy Space Center. And we'll begin first with Wayne Hale. Wayne? Thank you. It's good to be back here this afternoon. I wish I had more answers for you. I know you're going to have a lot of questions. We've been working through many of the questions today. Let me start out with what we know and give you a little status of where we're going. First of all, you know, yesterday we had a failure of one of the 4 low-level sensors in the liquid hydrogen tank or its associated electronics on board the Discovery. That sensor read wet. Now, normally they are wet, which the tank was full. They show wet. It showed wet when we sent test commands that should have made it indicate dry to the computers. Dry being the low-level cutoff state. You want to make sure that it will work. One of those 4 sensors failed that check. That's a violation of our launch commit criteria, and so we stopped the count. Drained the tank, continuously watching all of those sensors. They're watched all the time. They continuously report anytime all the time that the shuttle is on with electrical power. They'll report their status to the computers, and they were watched all the way by the engineers. When the tank was drained down to the point at which those sensors were uncovered, the 3 good sensors showed dry. The 4th showed wet for about 3 hours after the tank was physically dry. Now there's some cryogenic hydrogen left in the bottom of that tank for some period of time that boils off, but that should still be a dry indication. After about 3 hours of reading wet, the sensor changed to dry, which means that we now have an intermittent transient failure, which is the worst kind of thing to troubleshoot. At that time, the on-console folks in the firing room did a really inspired bit of troubleshooting. They sent some of these test commands that we talked about yesterday to try to get the sensor to read other things. They, in fact, were able to get it to read wet for a period of time, and then sometime later, as they continuously resent the test commands, it started reading appropriately. So right now, the sensor indication is as it should be.
which represents a problem for our troubleshooting team. What we did overnight, since many of the engineers had worked during the launch countdown and spent the first few hours after the launch countdown trying to get their plan together, we sent most everybody home to get a good night's sleep, started again this morning with a really vast engineering team, I've got to tell you, across the country to put together the plan. We reviewed all the data that we could on the black boxes, the wires, the sensors themselves, the history of this particular tank, the history of Discovery and its peculiarities with these sensors. We sent a number of folks off to get the schematics, the original schematics on many of these piece parts, to get the factory history and the build-up of the various piece parts. And so today was largely spent in data review. We established 12 different teams, 12 different engineering teams to attack this problem. They stretch across the country. They're NASA and contractor. They include folks here at the Kennedy Space Center, at the Marshall Space Flight Center, at the Johnson Space Flight Center, various places around the country where our vendors are located. And these integrated teams are looking at specific parts of the problem. There is a troubleshooting team that's working a troubleshooting plan that will start this evening. That's in addition to the troubleshooting we did remotely during the tank drain. Tonight, as our troubleshooting plan comes together, we will probably start to offload the cryogenic reactants for the fuel cells. That gives us the safety measure to get into the aft end of the orbiter to start the troubleshooting inside if we decide that's the thing to do. Given that work, if we were to get extremely lucky, it is theoretically possible that we could still launch on Sunday. That's a little bit different than where we were yesterday because of the time of day. We've kind of given up any possibility of launch on Saturday. But I've got to tell you that this represents a really optimistic good luck scenario, which I think is not very credible. What we're more likely into I wish I had better news. What we are more likely into is several days of troubleshooting, and we will know tomorrow when we get the integrated troubleshooting plan back at the mission management team, the engineers complete with that and start work on that. We'll be able to give you a more definitive timeline. That's the best I've got right now. Let's see, Mike, did I leave anything out? No, I think you completely covered it, and I guess I would just add that that from the ground processing perspective, we executed the 72-hour scrub turnaround yesterday as requested. Knowing that today we would be at a good hold point, we're going to hold basically 48 hours out from the launch and look for another decision tomorrow about this time on whether to continue forward back towards processing or to back out further and basically go into full troubleshooting mode. To reiterate, tomorrow the mission management team as a management team will meet at 3:30 to review the engineering team, the results of the work the engineering teams have done and the forward troubleshooting plan. Following that meeting, we'll make a decision about the way forward, and I'll come back over here, or somebody will come back over here, and tell you guys all about it and answer any questions that you might have at that time as well. I think that's all I've got. All right. We'll take questions. Let's start here in the front with Marcia. Marcia Dunn, Associated Press, reader gentlemen. Full troubleshooting mode, does that imply a rollback? And what's your leading suspect as of today? Well, let's see, when I talked about full troubleshooting mode, I was talking more about an engineering mindset at this point. We've got the full team across the country engaged, hundreds of engineers, folks that were involved in the manufacturing design, pulling out records, reviewing tests that have been run, and so forth. At this point, we envision the troubleshooting to take place mostly at the launch pad. There obviously are scenarios that could lead to a rollback. Right now, there are so many options or so many possible things that could come out of the troubleshooting that it's really not very fruitful to speculate, because we want to take this one step at a time and see where the data leads us. It really doesn't
lend itself to giving you a definitive answer, and I'm sorry about that, but we're just starting the troubleshooting, and we'll see where the data takes us. And if I can add a little bit from a full troubleshooting mode, I used a similar phrase. Right now we're in the middle of countdown. We're at a level of readiness to go forward that we cannot maintain for an extended period of time. So once the troubleshooting plan is determined, we will either get the go to proceed towards a count, or we will back completely out of that countdown so that we can drop down, secure those systems that are not required for the troubleshooting, and focus on solving the anomaly. And that's how I meant it when I used the phrase. Okay, right here. Irene Klotz with Reuters. The test that was done during the launch countdown yesterday, was that a routine test? And if it was, if the test hadn't been done, does that mean that chances are that sensor would have been fine for liftoff, and if the weather was okay? And if it wasn't a routine test, what was it that made you put that in there, and what did you avoid doing earlier that sort of made that an option for you during the countdown? Well, Irene, that was a routine test. That's a standard part of every countdown that's been done for as far back as I can remember. So and the point of the test is to prove that the sensors are good. And obviously we had a poor result on one of our 8 sensors, and that's why we stopped. Tom Costello from NBC News. 2 quick questions. Are those transistors suspect that we've been hearing about, the transistors that from a batch that were suspect? And secondly, to what extent are you able to, you talked about the ability to maintain this readiness, but at what point do the folks who are involved in preparing for this launch simply need downtime because of the heightened state of anxiety and work and everything else? At some point do you say, for the sake of the people working on this, we're going to give them a couple of days off as we head into a launch? At what point does that become a factor? Well, let me take on the transistor question, and I'll let Mike answer the launch team question. We did a teardown of a previous point sensor box, find a certain lot number of a particular type of transistor. That 5 out of 8, I think, transistors had shown that they probably were not assembled to the best possible standards 20 some odd years ago when the transistors were made, and had over time degraded to a point where they had some problems. So we have now accounted for where this is the kind of thing that makes space equipment so costly and has so much paperwork with it, as we keep track of all this stuff. We know where all the other transistors are. There are some transistors from this lot that are in the point sensor box on Discovery. I think Steve Polis talked about that fairly extensively yesterday. We are putting together down at our depot down on Cocoa Beach, putting together a couple of new sensor boxes where we have removed all the transistors off the suspect lot from all the cards. So obviously that's something that we're concerned about. Whether or not that is the exact cause of this problem, we don't think so, because the indications are not consistent with what transistor failure would indicate. That's part of the trouble here. If we really thought that was the smoking gun, I think we'd have something to go after. And as far as readiness to support the next launch and resource utilization, crew rest is a concern, and how long we would stay in this configuration. Based on that, we made the recommendation that once the troubleshooting team identified how long they would need, if that was going to drive the launch date significantly beyond Monday, we would recommend completing the scrub securing actions and getting out of the countdown procedure. That's not a black line. If we knew we could get there by Tuesday, we would probably recommend staying in this procedure and shooting for a Tuesday launch. But early next week is the break point at which we need to get out of the countdown procedure and get everybody some crew rest, and we'll be ready to support the next countdown as soon as the point sensor box, or the echo sensor system, I should say, is ready to go. All right, come back here to Shreesh.
Sri Shuttle, the Conference Post. I guess I'm a little confused. You said that you're in the 48-hour from launch point, and when Wayne was talking about when you're going to come back tomorrow with a report, I don't see how you can make Sunday early afternoon if you don't decide until late Friday. And the other question is, have you looked, if there is a rollback, you weren't offering any suggestions yesterday, but if there is a rollback, is there any way you can make the end of July window? I'll take the first one first, and I'll have to think about the second one for a minute. We're at approximately launch minus 48 hours point right now. We again are in that 72-hour scrub turnaround procedure, and where we're stopping in that procedure is basically at 6 o'clock tonight. If we were still shooting for a Saturday launch, we would begin to top off the fuel cell PRSD system. Instead, at 3:30 tomorrow afternoon, we will have drained that system, and so we will either decide at that point to go back forward, which Wayne has told you isn't really a credible scenario, or to complete the securing on the Sioux countdown procedure. So we're at approximately the 48-hour procedures. There are enough built-in holes that theoretically we could make it at that point. Realistically, the troubleshooting is unlikely to be at a point tomorrow afternoon that we would decide to proceed back forward, so we will most likely go into the securing tomorrow. And Sharice, the second part of your question on the rollback, let me see if I can answer. I don't have any more data than we had yesterday, but basically it depends on what you do when you roll back. I think that if we were to roll back for hurricane warning, for example, you could roll back to the VAB and then roll back out and still make some time in the July window. I believe that's accurate. So it really depends on what you go back to the VAB for and how long the work is that you plan to do in the VAB, and that's the real question. So I don't have an answer for that. Theoretically, yes, we could roll back and do some amount of work and roll back out and make the launch window before the end of July. Okay, let's come right here. Blue shirt, Patrick. Hi, Patrick Church from News 13 Orlando. I'm curious, the astronauts, are they going to be just kind of on standby? What are going to be the activities that they're going to be going through the next few days? I did talk with the chief of the astronaut office, Kent Romander, this afternoon. The crew is obviously staying here. They're continuing to spend the time doing some preparation, some repeat training, flying the shuttle training aircraft, for example, and basically having some relaxation time. Okay, let's come right here. You still have a question? John Johnson, Los Angeles Times. Did you say that or did I misunderstand that the sensor, after all the tests you did and they're sending it more pings and things, is operating accurately now? And is there any chance that you could, decide that it's now back up to normal and you can go ahead with the way it is now after going back and doing your checking? Well, yes, it is properly indicating that it's dry right now. Could we talk ourselves into going after all of this without doing anything? No. Right here. Richard Harris from National Public Radio. Can you help me understand why there's so much concern about this failure? Is it simply that you're worried about engine damage getting into orbit, or are you concerned that if this sensor and the redundant sensors fail, that the engines will stop before you've reached orbit and you could have a real catastrophe? Okay, well, let me see. I probably need to. We'll do engine cutoff sensor 101. We have 4 sensors in each tank, 4 in the hydrogen tank, 4 in the oxygen line, actually in the orbiter. The design is, if you run out of propellant, the computers will sense that through these 8 sensors and shut down the engines before you can do damage. I talked with the engine folks today, and there was one test back in the early 80s where they accidentally ran out of propellant, and the pumps, which pump, let's see, I think it's a half a ton a second of propellant out of the tank. They're quite high-powered pumps, and when they run dry, they overspeed, and they actually had some really severe, what they call uncontained damage from the pumps. Now, we've improved the pumps
today we have much stronger pumps. Nobody, however, wants to run a test like that on purpose to find out. So it's a good thing to shut your engines down in a controlled manner before they actually run dry. So that's a real serious concern. Obviously, on the other hand, if you get an erroneous signal and the computers shut the engines down early, you could be in an abort situation. You could be in a place that you can't make it to orbit, that you've got to try to re-enter and land someplace like Europe. None of those options are really what you'd like to have happen to you. So in the early days of designing the shuttle, the folks came up with this quadruply redundant system and a very clever scheme of a computer algorithm software program to look at those sensors so that you could take any conceivable two failures, sensors, electronics, power, you name it, and still get what you wanted, which is to say protection from running out of gas and shutting the engines down, or not having the engines turned off accidentally because of sensor failures. So it's a fairly complicated system because it's a fairly complicated problem. Lots of redundancy in it. We had another discussion again today, and we probably will in the future, about why 4, why not 3? Every time we have those discussions, at the end of the day, we always say, yeah, you really want to have 4 working when you launch. Will we continue to have that question come up, and will we talk about it again? Probably so. Right now, we require 4 on the hydrogen side and 4 on the oxygen side, and we have 7 of 8 working. We're just 1 short of where we want to be. Okay, Bill? Bill Harwood with CBS. 2 quick ones for me. I'm just taking it from what you said, Wayne, that you can't live with an unexplained anomaly at this point, that you absolutely, tell me if I'm wrong, but I mean, you have to nail this one down before you're going to try it again. And the second one is, I know you don't want to look this far in advance, but I mean, in November, you've only got a 3 or 4 day window, the 7th to the 10th or something like that. If worse came to worse and you did have to roll back and miss this one, is that a viable window, something that short for STS-121? Well, the folks are off looking at the November window, and I think it's expanded by a couple of days. I didn't bring that data with me, Bill. But you know, if we needed to, we would go after it, I think. I'm not ready to give up on the July window at this point. We still have several days ahead of us, more than 2 weeks ahead of us. So that's the way we're headed. And are we safe in assuming that you have a UA with this system at this point? You know, it's an unfortunate part of the business that sometimes you live with unexplained anomalies. What we've got to do, I think, in this is to do all the troubleshooting we can to try to find the solution to the problem. In other words, you don't jump to the UA rationale first. You do all the troubleshooting you can to try to solve the problem first. And if at the end of the day you've done everything that you know to do and you've got an unexplained anomaly, then you have to ask yourself, why am I safe to proceed? Now, where do we go to find logic that says we're safe to proceed? And if the sensor, well, you know, you can imagine different scenarios that you would talk about those kinds of things. But you really have to have clear and convincing rationale that says that we're safe to proceed. And that only comes after you've done all the troubleshooting you possibly can. Mike, do you want to? I think you covered that very well. I don't have anything to add. At this point, we have a lot of troubleshooting in front of us before we're ready to accept a UA rationale. Okay, Tracy? Tracy Watson, USA Today. Can you tell us if you've heard anything about the weather early next week, if that becomes a possibility? Well, let's see. Let's talk about the weather for a minute. First of all, I specifically didn't get a weather forecast. The guys wanted to give me one, and I told them I didn't want to look at it. They did put a hurricane plot under my nose, and it looks like it's going into Mexico, which would be a non-issue for us. But forecasting, you know, specific days on weather this far out for even a Sunday opportunity is well, shoot. We could go outside and look. It's July in Florida in the afternoon, and that just about says it all. Yesterday, by the way, somebody asked me yesterday, I did go back and find out that the thunderstorms were within 20 nautical miles of
of the Kennedy Space Center, we would have been no-go for launch. And today, after what's been going on here today, I can't imagine we'd be go for launch, but it's not time yet. So, giving a work down the road here, Stephen. Stephen Young with SpaceFlightNow.com. Could you just go over the history of these sensors prior to this year? Have they ever caused you trouble? And secondly, is there any talk of really whether you need another tanking test to be sure of going ahead with a launch countdown? Well, let's see, we did review, as part of the flight readiness review, the history of previous point sensor failures. We've never, until this series of things this summer, the spring and summer, we have not had any low-level sensors fail. However, they are the same type sensor that go through the same electronics box as some of the point level sensors we have at the top of the tank that tell us when the tank is full. And we have had in the past, I can't remember off the top of my head, 6-ish problems with point sensors that are used in loading before. Since we don't get the tank back, you can't figure out if it was on the tank side. Since these were loading sensors, you have other ways to tell that the tank is full. And every time that we've come back and tested the orbiter, the part that you get back, it's always tested out good. So, you know, back to Bill Harwood's question, unexplained anomaly resolution was, well, it must have been in the tank. Now we're beginning to think that, you know, there may be something else going on. The cluster here is kind of interesting because it's all been hydrogen sensors. And even though they're the same sensor going to the same electronic box as the oxygen sensors, people are beginning to ask, is there something peculiar that we've done in the wiring, perhaps, that go to the hydrogen sensors? So that's one of the threads that the troubleshooting team is looking into. That's just one of about 200 things they're looking into right now. Another tanking test remains to be seen. We're too early to talk about another tanking test. All right, Jim Slade. Wayne, I'm wondering, you mentioned cryos earlier on in this. I wonder what consideration you've given to the cryogenic atmosphere around these point sensors. If, you know, as you're detanking and the temperature changes in there, are you seeing any effect on the electronics and wiring? Well, we're going to put you on the troubleshooting team. That's exactly the kind of thing that the engineers are talking about. How do those temperatures react? They are tested. The point sensor box itself, which lives in the tank, is tested in cryogenic conditions, you know, when we first get it from the vendor. And then it goes into the tank, and it's always at ambient conditions, normal everyday temperature, until we load the tank. So from that acceptance test until we physically load the tank can be, you know, a couple of years. So there's a lot of work going into exactly what goes on in the tank, what are the exact temperatures, how does all that react, and not just for the sensors, but for the wire that connects them back through the whole system. Okay, Mark Carreau. Thanks. Mark Carreau from the Houston Chronicle. I think I have kind of related short questions here. How soon can you have a point sensor box with good transistors? How many bad transistors have you found in the current box? And what's the repair that gets you to Sunday, if that's a possibility? I think the repair that might get us to Sunday is if we go in and wiggle some of the wires and find a loose connection. I mean, that's the one that comes to mind. And you laugh, that probably is the first step in any troubleshooting plan, is they're going to go in and some technician's going to put his hand on the wires and the connectors that go from the point sensor box out of the orbiter and start wiggling them. And that's a fairly standard troubleshooting procedure in this business. Okay, so that's that. If we found a loose connection, okay, we might be back in business. I've got to tell you, the folks that put those wires together and do those connections do a really good job, so the chances of that not high.
let's see, what was the rest of the next box? Next box, okay. We have a box in our logistics store, spares, that is all together and ready to fly. It did exhibit a little bit of noise in some of the signals at lower than normal voltage, lower than the normal operating voltage, which has caused some people to wonder if there's something going on in that box. It has passed its acceptance test. So we're going to have a discussion about whether that's really a viable candidate to put in whichever ship. To build up a new box is probably something between 10 days and 3 weeks, depending on what you want to do inside the box to build a new point sensor box. Again, presuming that your problem is in the point sensor box. That is the most complicated gear in this whole string of instrumentation. But we have to figure out what's wrong, quite frankly. If there's something wrong in the point sensor box, what do we do about it? Okay, Mike Cabbage. Mike Cabbage with the Orlando Sentinel. I've got two quick questions for Wayne. First, to follow up on Bill's earlier question, I just want to make sure I understand. You seem to suggest that there were, in fact, scenarios, I guess, where you might accept an unexplained anomaly again on this, and I just wanted to make sure that was the case. And secondly, you've laid out several scenarios for when you might fly again, with the most optimistic, I guess, being over the weekend. But is it fair to say at this point you guys really have no idea when you're going to fly again? It's fair to say we're in the early stages of the troubleshooting that will lead us to setting a new launch date. And the unexplained anomaly part, look, we want to find out what this problem is and fix it. That is our primary goal. Todd? Todd Halverson of Florida Today, Wayne or Mike, I guess. I'm wondering what makes you so certain that the problems on the orbiter side, given all the equipment you swapped out after the tanking test in April. I think you replaced a lot of cabling and a lot of connectors, et cetera, et cetera. I'm also wondering if this could be related to any of the new wiring that's been installed in the orbiter for the OBSS MDMs, the umbilical well camera, or the ET and booster cameras, et cetera. Well, let's see. We did change out the tank, so we have a completely different tank than we had before when we had the other problems. And this tank, like the last tank, passed all its tests at the factory at Michoud. And in fact, when we had some funny problems on the first tanking test with these low-level sensors, and we did change out on the orbiter side a lot of connectors and wires as well as the point sensor box, the problem went away. We did another tanking test, you'll recall, and it worked good then. So all of those things put together would kind of say maybe it's on the orbiter side, but again, we've got to do a definitive troubleshooting, and we have a team that is going off and looking all the way through to the external tank, to the point sensors in the tank, and so they are definitely on the table. We've not taken them off the table as a potential source of the problem, and they'll be a part of the troubleshooting plan as well as the orbiter. We tend to talk more about the orbiter because it's more complicated electronically, but clearly the whole system is going to be looked at from end to end. Now, as to the wiring for the new things, no. I would say clearly not. The orbiter boom sensor system is not involved in any of this wiring. The umbilical well cameras, I believe, are run off a digital cable instead of the kind of cables we use for these kind of things. So I would say that's probably not related, but I can't give you a 100% definitive answer on that. All right, let's come up front here. Steve Simon with KHWB in Houston. Before Columbia, you had a scrub nobody noticed outside of here. Now it seems the whole country knows what an eco-sensor is. What would you say to people who are watching this and haven't watched one before? Well, I would tell you that going into space is right at the limits of human technology here at the start of the 21st century. We're doing something that's extremely difficult. This is not like going to the airport and getting in a commercial airliner. This is much more complicated and much more difficult. There are only a few
nations in the history of the world that have this capability, and they've all had to expend quite a bit of national treasure and quite a bit of effort to have that capability. Not many people do it. In the future, one hopes, and I'm very hopeful, that it will become more commonplace and perhaps there'll be, more like commercial air travel, but we are not there today. You are watching America do something that, frankly, most of the world can't do, that only the most innovative and most dedicated countries have the capability to do. It's a worthwhile endeavor, but it's very difficult. And if you think that this is routine, you surely don't understand what it is we're trying to do here. All right, right next to him here. Ryan Korsgaard from KPRC TV in Houston. If you would, walk me through Houston's role in this troubleshooting. Very good. Well, let's see. Houston is the design center for the Space Shuttle Orbiter. So we have the engineering workforce there that is responsible for the design, test, and operation of the orbiter. Similar kind of situation exists at Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama for the external tank. So the engineers in Houston are participating very heavily in this whole analysis. Additionally, the flight operations folks who kind of get the end result of whatever these sensors might do are very heavily involved understanding the orbital mechanics and how all that would play into any kind of flight rationale that we might have. So we have a large number of people in Houston. We also have, I ought to hasten to add, the safety and mission assurance people in Houston are making sure that everyone does this right, and we're following all of those steps. So it's across the country effort. Houston, Marshall, Kennedy, and many other places as well. Okay, lady next to him. Really WASF in Huntsville. To follow up on Ryan's question, two-pronged. Tell me about Marshall's role specifically in the troubleshooting, and a little bit about what's going on the launch pad. You've got a lot of stuff going on out there, as well as with the hundreds of engineers around the country. Tell me a timeline, what you've got people out on the pad doing right now, and how can they do that without a troubleshooting plan? Well, the propulsion element that was designed by the Marshall Space Flight Center, the propulsion element includes not just the main engines and the solid rocket boosters, but the external tank. So all the engineering, the testing, the design was all done out of Huntsville. So they play a critical role, and that expertise is continuing to play a critical role in troubleshooting the problems that we're having here, because it's an integrated system problem from end to end. We've got to look at it. As to the timeline on the pad, Mike? Well, I think your specific question is how are we doing troubleshooting on the pad without the resolution? At this point, we are not. At this point, we are following the normal 72-hour scrub turnaround process. We've drained the external tank. We are establishing access to the orbiter mid-body umbilical so we could theoretically top off the liquid hydrogen and oxygen that service the fuel cells, or drain if that is a future decision. We're also establishing access to the aft in case an entry is required. We're going to hold at this point, once we get a determination on whether to drain the cryogenics that support the fuel cells tonight, we will hold to allow the time for that troubleshooting. And right now, the troubleshooting, what they're calling the on-vehicle troubleshooting team, reconvened at 4 o'clock to come up with a specific plan for tonight or tomorrow. And once they finish that plan, then the procedures will be written and they will be incorporated into the timeline. So we, in fact, are not doing on-pad troubleshooting right now. We are waiting for a plan to come out and to get work through the normal process to get kicked off. Did that answer your question? I'm going to take one more, and that'll be the last one, right here in the brown shirt. Stephen Cass, IEEE Spectrum Magazine. Could you first talk about the likelihood that you'll have to go into the external tank to have a check out those sensors directly? And then secondly, could you talk a little bit more about the rationale whereby you have a batch of sensors you know are questionable, you know they're installed on Discovery, and you don't then go forward and immediately order the spare box? Well, let's see. I don't know that I can give you a probability at this point. I mean, it's going to be looked at from end to end. What do we need to look at on the external tank side? What perhaps is external
to the external tank on its side of the interface, as well as what is physically inside the tank. Then we're going to look at all the things on the orbiter side as well. So I don't have a probability for you right now. We would like to not go into the liquid hydrogen tank. The tank has hydrogen vapors in there, and you have to inert that tank. You have to purge it out. You put people in there. It's a confined space. They have to have breathing apparatus, and it becomes an operation you just as soon not do. Let's see. The second part of the question was. You know, one of the reasons that we keep such good records on our electronic parts is because different people use them. And we'll get alerts from the military, from commercial users, periodically that some electronic part, a diode, a capacitor, a transistor that was manufactured, you know, with this part number by a certain manufacturer from this lot has had a higher than normal failure rate. And then we have to go deal with that. Normally, we buy for high reliability parts, as you might expect. Normally, we would replace something on an attrition basis, but we would look at it based on the criticality. I think what you're seeing here is that as we build up new point sensor boxes, now that we know that we have a batch of transistors that have a lien against them, we're eliminating those electronic parts from our new boxes, and that's the way we'd like to do it. You would like to get those out before you go fly. Sometimes that's possible, sometimes it's not, and you have to look at it on a case-by-case basis when you have a situation like this. But anybody that deals with electronic parts, you know, has had these kind of problems where they track lot numbers and try to keep up with the pedigree of each piece part. All right, that will be all the questions for this afternoon. We'll be back with you again tomorrow afternoon after tomorrow's Mission Management Team briefing to update you. Thank you very much. We should have scheduled it. I do get here. We got a lot of Marshall people here.